Hallo und herzlich willkommen. Heute am Fronleichnam mit, ja, ich habe es ja letztes Mal schon gezeigt, das wahrscheinlich längste Wohnmobil der Welt, aber vielleicht ist das hier ein bisschen länger, ich weiß es nicht. Ich glaube, in Europa sind ja nur 12 Meter zugelassen, gelesen habe ich, aber es ist schon mit Aufbauten 13 Meter lang. Wir gehen mal ganz kurz drum rum. Gleich werde ich mal euch den stolzen Besitzer mal zeigen, der hier da ist. Und man braucht richtig viel Platz, damit man das Ganze mal drauf kriegt, denn dieses Fernreisemobil ist ziemlich einzigartig. Das fängt an mit dem Airbrush, der drauf ist, mit der Dachterrasse, die oben drauf ist, die wir auch gleich mal begehen werden, und der ganzen Ausstattung, die mit dabei ist. Denn das Auto hat über 500 PS, hat einen Motor weit über 10 Liter Hubraum und ist auf die speziellen Anforderungen von dem Besitzer in Ungarn, ich guck mal gerade, gebaut worden von einer Firma, die normalerweise aus dem Pferdereitsport kommt, Interhorse. Ich grüße dich herzlich. Hallo, liebe Campingfreunde, mein Name ist Andreas. Ich darf euch das schöne Fahrzeug mal präsentieren, vorstellen. Ihr könnt mit mir reinkommen, einen Rundgang machen und ich hoffe, alle eure Fragen zu beantworten. Ja, da ist es. Du bist unverkennbar Schweizer. Das ist so, du wohnst in der Schweiz? Ich komme aus der Schweiz, aus Zürich ganz genau. Ja, aus genau. Zürich, ja. Das ist ja, da kenne ich Radio Zürich. Oder gibt es da irgendwas? Ja, Zürichsee und Radio 24 und Energy und Radio 1. Es gibt da einige. Krass, ja. Ich bin ja selten in der Schweiz, habe immer Angst, wenn ich da reinfahre. Die Kontrollen sind ja streng, aber das Schöne ist dabei, die Schweizer, wenn sie irgendwas machen, dann ist es immer richtig groß. Denn ich habe ja mal so einen Reisebus gefilmt, vielleicht hast du ihn auch gesehen, in Setra, von einem Schweizer, den ich mal gemacht habe, und der hat die Leute absolut begeistert. Er hat 2 Slideouts, die den Innenraum massiv vergrößern. Richtig, das stimmt. Es sind 2 Slideouts plus natürlich das Verrückte mit der Terrasse. So, und da alles natürlich groß ist bei dir, hast du dir auch ein Velo gekauft mit 45 km/h Zulassung und Schild. Genau. Das sind übrigens die Schweizer Schilder, die ungefähr so groß sind wie unsere. Und was hast du da, Riese Müller? Was ist das? Was meinst du? Dieses Fabrikat von dem Fahrrad. Ah, das ist ein... Muss er selber mal gucken. Ist auch egal. Ja, ich habe es vergessen, ja. Ist nicht schlimm, es steht auch nicht mehr drauf. Er hat es abgemacht. Ein Flyer ist es, ja, mit 45 km/h. In der Schweiz wird er hergestellt, genau. Guck mal hier, das Ding hier, das kannst du, glaube ich, reinheben. Also, das kann man mit dem Kranen, kann man es auf der Seite reinheben. Und zwar ist das ein Big Green X Grill, der kommt aus Amerika. Der ist mit den NASA-Kacheln von dem Space Shuttle entwickelt worden. Das ist ein super Grill, wo man alles machen kann, dämpfen, grillen, einfach sämtliche Varianten. Holzkohle? Alles Holzkohle, ja. Der zündet elektrisch, oder? Nein, da kann man da mit dem Spezialwerkzeug kann man das rausheben, so. Da sind die Kohlen hier unten, oder? Genau, dann machst du es an. Ja, genau. Da kann man oben und unten kann man zumachen und dann erstickt das Feuer am Abend. Und wenn man ihn angestellt hat, dauert es etwa 4-5 Stunden, ist er betriebsbereit. Wenn man beim Grillen ist er normal. Da kriegt man auch ein bisschen Durst. Da hat es auf der Seite, hat hier noch den Kühlschrank, wo man das Bier oder das Mineral oder irgendwas, das Panaché, ja genau, reinstellen kann, damit man beim Grillen nicht verdurstet. Und der wird heute Abend wieder in Betrieb genommen und alle Leute, die ringsherum sind, können dann da ihre Grillsachen bringen. Weil für mich allein ist der zu groß. So, ich zeige dich mal ganz kurz. Das ist ein toller Grill. Ich sag mal, man muss ja schon ein bisschen crazy sein, wenn man mit so einem Teil unterwegs ist. Denn du kannst ja nicht allein sein auf dem Platz, oder? Die Leute kommen. Ja, das ist ja das Schöne. Wenn ich die Tür aufmache, können die Leute kommen. Ich stehe ihnen Rede und Antwort, auch wenn sie Fragen haben, ist überhaupt kein Problem. Ich kann ihnen Tipps geben. Wenn ich gerade bereit bin, kann man auch das Wohnmobil anschauen. Ist überhaupt keine Sache. Toll. Und wenn wir schon auf dieser Seite sind, zeige ich dir ein absolutes Highlight. Und zwar ist ja das Problem, das Light kommt ja raus. Ja. Bei jedem, das ist das Gleiche, oder? Gut, okay. Jetzt schiebe ich ihn rein. Und jetzt hat es zum Beispiel, wenn es regnet, Wasser oben drauf. Ja. Okay, wenn ich jetzt bremse oder Gas gebe, kommt ja das Wasser entweder nach vorne oder nach hinten im Fahrzeug drin raus. Okay, da hat es hier, schau mal das, hat extra eine Regenrinne,
Das heißt, wenn das Wasser hier dann runterkommt, wenn ich fahre oder bremse, kommt es hier hinein, geht da und läuft hier unten raus. Ach, da ist jetzt ein Scheibenwischer ist mit drin quasi, ähnlich. Ja, einfach da kommt das Wasser runter, geht hier hinein und geht da dann inwendig auf den Boden. Ich zeig's mal gerade. Hier ist nämlich so eine Gummilippe mit drin. Ja. Ist da eine Pflege notwendig bei der Gummilippe? Ja, ab und zu mal ein bisschen mit einölen, das ist klar, ja. Das ist gut. Oder auf beiden Seiten, dort oben auch, oder? Das sind so ganz, ganz kleine Details, oder? Komm, wir gehen mal gerade einen Schritt zurück, dass wir das schöne Auto mal gerade im Kompletten mal zeigen. Deine Betriebsgröße heute von dir, wie groß bist du heute? Ich selber Ja, 1,72. 1,72, dass man mal Das ist einfach genau 4 Meter bis oben 4 Meter bis oben, sagt und er. dann noch die Terrasse rundherum. Und wenn wir schon auf dieser Seite sind, dann zeige ich euch mal, wenn ich keinen Strom habe, wie das jetzt bei diesem Fahrzeug aussieht, oder? Hat hier eine Klappe. Ach, einen guten Onan. Ja. Ein Generator, wo ich mit 35 Ampere kann ich mir das Fahrzeug einspeisen. Ich kann aber auch ringsherum alle meine Kollegen Strom geben, ist überhaupt kein Problem. Ist er laut eigentlich? Jeder Generator hört man, aber ich habe auch schon geschlafen damit, wobei am Abend braucht es ihn ja nicht. Ich habe noch Stützbatterien und, aber ja. So, der hat jetzt 310 Betriebsstunden. Das heißt, du brauchst ihn eher selten. Ich nehme an, dass während der Fahrt wird das ja aufgeladen mit der Lichtmaschine, oder das Fahrzeug? Ich habe erst 76 Betriebsstunden. 76? Ja, genau. Ach so, nächster Service bei 310. Service, ja, genau. Okay, Oder? Und auch wenn du hier hinten dann da noch die Kamera hinhältst, da siehst du, die Hubstützenanlage ist hier verbaut, oder? Ja. Dann hat's dort hinten sind die Ventile für die Heizung, das sehen wir auf der anderen Seite. Dann sehen wir hier den Boiler, den Warmwasserboiler, das Überdruckgefäß für die Heizanlage und ist alles sehr gut zugänglich. Sollte ein größeres Problem sein, kann man halt schnell den Generator rausnehmen und man kommt überall an die entsprechenden technischen Sachen. Hier ist auch noch zum Beispiel eine Restheizung. Wenn das Fahrzeug nicht gebraucht wird, hat es hier noch spezielle Heizung, dass das Wasser im Heizsystem nicht einfriert und immer ca. 5 Grad warm bleibt. Oder? Das ist hier von der Technik her. Oder? Und wenn wir schon bei der Technik sind, dann mache ich euch noch das andere Tor auf. Das ist jetzt das absolute Highlight. Und weil du mit der Kamera bist, kannst du da mit dem Knie mal ran und da mal rauf. Das musst du unbedingt sehen. Das ist Perfektion vom Feinsten. Und ich habe wirklich noch gar keine Probleme gehabt. Und also mit dem Elektrischen, das Fahrzeug ist ja jetzt von der Planung her schon rund 6 Jahre alt. Oder? 2 Jahre haben sie gebaut. Man muss ja auch sagen, das ist ein Haus auf Rädern, das ist richtige Haustechnik, wie zu Hause. Ganz genau. Es ist einfach alles von zu Hause, nicht irgendwelche Campingtechnik weil ich muss nicht auf das Gewicht achten. Das ist das Schöne im Ganzen. So, und das ist die Hubstützenanlage. Ich nehme an, du hast auch eine App zum Fernsteuern oder geht das hier über den? Ja, da kannst du hier mit dem Kabel oder du kannst mit der Fernbedienung kannst du die Hubstützen rauf, runter, was du willst, kannst du alles so bedienen, oder? So, von E&P. Ja, genau. Toll. Großes Kino. Du hast einen 12-Volt-Anschluss mit drin, Victron Energy. Die Batterien? Die sind auf der anderen Seite. Andere Siehst Seite. du Kabel und Zwischenstecker für alle Varianten. Für ganz Europa. Ja, ist alles hier. Also endlos. Ich will auf einen Platz kommen und nicht noch irgendwelche Stromgebastel machen, sondern den entsprechenden Stecker dazu oder das Übergangsstück haben. Stark. Was ich an dir liebe, ist, du hast die Führung ja schon ein paar Mal gemacht. Du weißt ja genau, worauf es ankommt. Und du bist sehr zufrieden mit dem Fahrzeug aus Ungarn? Ich bin wirklich sehr zufrieden, weil die Firma Interhorst, die unterstützt mich auch, wenn ich jetzt irgendetwas zusätzlich machen will oder irgendeinen Schalter kaputt oder so, dann zeigen sie mir immer. Die helfen dir. Ja, genau. Was hier auch noch wichtig ist, was du mit der Kamera mal schauen musst, es sieht nicht schön aus, das ist diese Linie hier unten und zwar, du kannst die komplette Kabine kannst du kippen. Das ist das Schöne, wenn du einen Keilriemen ersetzen musst oder einen Ölfilter oder sonst irgendwas am Motor oder ganz extrem schlimm den Motor selber ersetzen musst, oder? Du kannst nur kippen und du kommst zu der ganzen Technik hin.
Das fehlt ja bei vielen Vollintegrierten. Die müssen dann irgendwie wie bei, ich sag mal, Operationen durchs Herz, durch die Vene durch oder so. Und das ist hier nicht nötig. Du kannst abkippen. Ja, das ist eben, da kommen sie mit dem Trennschneider hier und innen drin mit der Stichsage und müssen die Schränke aufmachen und. Das ist alles einfach sehr, sehr servicefreundlich geplant. Und auch wieder da die berühmte Regenrinne, wo man, ich sehe das bei keinem Fahrzeug, außer bei Interhorse. Was stark ist, das Ganze ist hier aus ganz einfachem Kunststoff gefertigt, oder? Nein, also das ist alles Stahl. Das war ein Scherz. Und Chromstahl. Und was auch noch ist, die Zylinder gehen alle nur mit Luft. Und okay. so hat das auch einen Grund, sollte ich mal eine Panne haben, irgendwelcher Art, elektrisch oder so, dann können den großen Slide-Out kann man dann die Luftschläuche nur abhängen und reinschieben und dann hinterher auch. Ist das elektrisch oder hydraulisch, bist dann wirklich, hast ein gröberes Problem. Also du kannst, ist immer wieder servicefreundlich gemacht, oder? Also du liebst das, was du tust. Ansonsten kämst du niemals auf die Idee, bei der Landjacht auch einen Anker zu werfen. Und dass der natürlich ein ganz tolles Accessoire ist, der ist auch aus Metall, oder? Also das ist so, in Deutschland heißt das Fahrzeug entweder Landjacht oder Dickschiff, oder? Da habe ich mir gedacht, ja okay, ich muss was machen. Also der Kapitän, der steht hier, das bin ich selber. Und dass er mir hier jetzt nicht fortschwimmt, wenn mal Hochwasser kommt, das ist ja bekannt an der Mosel, oder? Dann ist er hier mit einem Anker befestigt. Also der Anker, der ist einfach aus Fantasie gemacht und mit dem 3D-Drucker habe ich dann noch die Kettenglieder gemacht, wo alle angeschrieben sind, damit es mir ja keiner stiehlt. 3D-Drucker, stark. Der ist echt, das ist ein echter Anker. Ach, der ist echt? Ja. Stark. Okay. Die Kette ist dran, warte, ich zeig dich mal gerade komplett nochmal. So, du hast natürlich Präsentation auf YouTube. Hast ein eigenes Video gemacht, damit die Leute, wenn du mal nicht da bist, das auch mal gucken können. Ja, die können gucken, aber jetzt können sie ja bei dir auch gucken, das ist ja super gelöst. Aber ich zeige das ja jetzt mal, warte mal, hier ist der Barcode, könnt ihr abfilmen, dann seht ihr nochmal seine Präsentation. Das hier sind die technischen Daten, ein Mercedes-Benz Gigaspace 2551, 217er Modell, Länge 13,20 Meter, nehmen an, hinten mit dem Koffer. 2,50 Meter Breite, Höhe 4 Meter, Leergewicht 22,5 Tonnen. Und 26 Tonnen Gesamtgewicht, 4 Schlafplätze und ja, irre viel Platz. Jetzt ist er schon reingegangen. Ich guck mal gerade, wir müssen uns dringend noch die Batterien mal anschauen, das interessiert mich sehr. Mach mal. Also das ist der Wassertank, der hat rund 1000 Liter Wasser drin. 1000? Ja. Dann hier sind die Batterien. Da sieht man sie. 1, 2, 3, 4 sind dann hier versteckt. Okay. Und da oben hat es rund 60 Meter Abwasserschlauch. 60 Meter? Ja, hast richtig gehört. 60 Meter, hat so viele Hohlräume. Kannst alles schön verstecken. Und hier auch wieder sämtliche Anschlüsse, die es braucht für alle möglichen Sachen. Ja, das ist alles so hier so die Technik. Von C-Rohr bis... Alles. So, und dann ist hier nochmal ein Schlauch. Du kannst sie also auch zusammenfassen. Ja, die kannst du zusammen machen, die einzelnen Tanks und. Einfach für alle Varianten ist gerüstet. Auch der Hydrantenschlüssel, der Schraubschlüssel für die Dinge, ist einfach alles. Ich hoffe, es ist alles da, ja. Du sprichst ja aus Erfahrung, muss man sagen. Also wenn du jetzt hier 60 Meter, du hast ja nicht aus Spaß da drin, sondern du kommst ja mit so einem Teil nicht überall gut ran. So, deswegen brauchst du etwas mehr Platz. Es ist so, wenn ich auf einen Campingplatz komme, ist immer das Gleiche. Wenn ich hier anfahre an die Rezeption, sagst, wir haben keinen Platz für das große Ding. Und dann sage ich, ich möchte gerne den Chef sprechen oder den Besitzer. Ja. Da kommt er raus und wow. Was machen wir jetzt? Ja, du kannst hinstellen, wo du willst, ich mache dir einen Platz frei. Weil meistens kommt dann die Presse oder das Fernsehen kommt und viele machen auch dann Werbung mit dem Fahrzeug. Und mir ist es eigentlich gleich, wo ich hinstelle, weil auch wenn ich mal am Meer unten stelle und ich kann mein Abwasser nicht wegmachen, habe ich eine Spezialpumpe dabei und habe eben die Abwasserschläuche und das ist alles da. Also ich bin bestens gerüstet. Sehr schön. Hier ist das Wasser. 1000 Liter dauern so 15 Minuten, 20 Minuten, halbe Stunde?
Es ist so, ich habe das Glück, ich stehe in einer, nein, das ist der Abwasserspülschacht. Okay. Ich habe das gute Glück, ich stehe in einer Waschgarage, habe ich einen Platz gemietet in der Schweiz, wo das Wohnmobil steht. Und dort kann ich Osmosewasser füllen. Also ich habe fast 1000 Liter Osmosewasser, das heißt, es verkalkt nicht, es stinkt nicht, es fällt nicht drüber und die Sprühdüsen gehen nicht defekt durch den Kalk. Kalk, ja, das kenne ich, das Problem. Umkehrosmose, das heißt, du hast absolut reines Wasser, 99,999. Aber das brauche ich nicht zum Trinken, einfach zum Duschen und zum... Ja. Das ist auch ganz toll, es gibt keine Kalkflecken an der Dusche, nichts. Nichts, auch ich habe hier noch mit dem Kercher abgewaschen ein bisschen. Es gibt einfach nichts, es ist einfach wirklich das Optimalste. Hier kommt die große Technik zum Schauen. Spannend. Du hast sogar Scheinwerfer mit dabei, dass es abends illuminiert wird. Ja. Denn, also da sieht man die Technik, oder? Und zwar sieht man da sieht man den Verteiler für die Bodenheizung und für die Radiatorenheizung. Und das ist auch wieder Haustechnik und nicht vom Camping, weil eben ich habe genug Platz und genug Gewicht. Oder? Hier ist die Filteranlage, wo hier den Ölbrenner... der Ölbrenner. Ein richtiger Ölbrenner, wie in einem Einfamilienhaus hat es hier drin, oder? Da kann man die Bodenheizung und die Radiatoren wärmen mit dem, oder? Das ist die Pumpe, wo den Druck bringt für das Betriebsdruck, wo aus dem Tank vom Fahrzeug kommt. Und wenn du mal Fixanschluss hast mit Druck vom Wasser, kannst du den hier anschließen. Dann brauchst du die Pumpe nicht. Okay, das heißt, du hast Direktanschluss den Wasserdruck oder mit Pumpe, was du willst, oder? Das ist der Boiler, ist glaube rund 30 Liter circa. Fürs Warmwasser zu machen und dort hinten, ganz hinten, ist dann das wieder das Überdruckgefäß, wo wir auf der anderen Seite gesehen haben, für die Heizung zu betreiben. Oder? Und auch hier wieder kommt man sehr gut dran. Hier ist zum Beispiel dann der Anschluss für das Frischwasser zum den Tank auffüllen. Da ist er. Hier, oder? Okay. Und hier ist die zweite Klimaanlage verbaut für das Schlafzimmer. Die große Klimaanlage, die ist unter dem Fahrzeug verbaut und ist mit einer Serviceklappe auch sehr gut zugänglich. Das heißt, du kannst also dann nachts zum Beispiel nur die Klimaanlage hinten laufen lassen? Genau, was du willst, oder? Hier das Gestell, das kommt auch von Firma Interhorst. Da haben sie die Sattelwagen bei den Pferdetransportern. Und hier kann ich den Grill hier einhängen, raufheben und hier reinschwenken. Das ist also der Kran, wo ich das ganze der Grill, wo ihr gesehen habt, hier versorgen kann. Man sagt in der Schweiz zum Grillen, sagt man wie? Grillieren. Grillieren, ja. Ich sag das nur, weil andere Länder, andere Sitten. Wenn du noch einmal bitte noch mal auf und zu machst, bitte einmal. Ich will das Geräusch mal gerade filmen. Bitte einmal. Boah, das ist doch sexy, oder? Ja, wie das klingt. Auch, es hat eine Zentralverriegelung. Ich kann auch alles absperren und es ist einfach durchdacht, weil das Fahrzeug die Grundidee kommt eigentlich aus dem Pferdesport, oder? Und dort ist einfach sehr massives Zeug gefragt, oder? So, jetzt hast du das ja individuell bauen lassen. Also das ist ja jetzt, ich sag mal, eine Manufaktur, die das für die Pferdeleute genau, klar, die haben Standardgrundrisse, aber du wolltest jetzt nichts von der Stange. Du hast dich da vorher erkundigt, bei wem du das machen willst? Ja, ich kenne die Leute vom Pferdetransport. Die haben ca. 500 Pferdetransporter gemacht. Und auch dort ist jedes Fahrzeug wieder anders. Jeder hat wieder irgendeine andere Idee oder will es anders bauen lassen. Und die gehen eben auf eure Wünsche ein. Oder sagen auch zum Beispiel, das können wir machen oder wir raten dir ab wegen dem und dem. Es ist eine Zusammenarbeit zwischen dem Chef und dem Käufer. Das ist sensationell. Und die Wartezeit, wie lange wartet man von der Planung bis zum Bau? Also sie sind, glaube ich, jetzt ein bisschen ausgebucht. Ich hatte von der Grundidee, also von der Bestellung bis zum Malen, waren es rund 2 Jahre. Weil die Bemalung war alleine etwa 4 Monate, hat das gedauert, oder? Stark, das ist auflackiert, das ist keine Folie, die ich sag mal, bedruckt wurde, das ist Airbrush. Das ist Airbrush und ist auch in der Grössenordnung von etwa 100.000 €, so in der Grössenordnung bewegt sich das, oder? Ja, das ist richtig toll. Und eben auch, das war das erste Fahrzeug, wo eine Terrasse hat. Darum ging auch die Planung etwas länger, weil die mussten dann die ganze Statik abändern. Weil wenn man jetzt, ich habe in Deutschland überall gefragt, die großen namhaften Werke, die ihr alle ja kennt, könnt ihr das bauen? Geht nicht. Und da ging ich zu dieser Firma
und habe gesagt, ja, wir können. Und zum Beispiel auch wieder die kleinen Details, wie die Markisen, wie ihr das in Deutschland sagt, die sind nicht außen angemacht, sondern die sind versenkt. Das heißt, ich habe immer noch Originalbreite und muss bei einem Fahrzeug vorführen, die Markisen nicht runternehmen, oder? Ich kann so, wie es jetzt da steht, mit der Terrasse, kann ich das Auto vorführen. Es wird auch behauptet, ich komme nicht durch wegen dem TÜV mit der Terrasse. Ich kann es runterklappen, weil die Maße sind 4 Meter, 2,55 und 12 Meter. Und was dann in diesem Bereich geschieht, das ist ja dem TÜV gleich, oder? So, da ist jetzt ein Fahrzeug drauf. Du fährst einen Bugatti? Nein, das war einfach so mal eine Schnapsidee, weil es wirklich ein super Auto. Ich habe natürlich einen Smart genommen, weil das Problem ist eben, der Smart ist der kürzeste, also habe ich die größte Wohnfläche. Oder? Ich könnte auch einen Ferrari nehmen oder ist der gleich oder ein SUV. Das geht aber alles, funktioniert nicht für meine Überzeugung. Das langt für dich, gell, ein Smart. Der Smart ist aber leider ein bisschen hoch. Ich kann im Schlafzimmer nicht stehen. Aber das zeige ich dir nachher. Aber das ist nicht so schlimm. Das ist natürlich ein Luxusproblem, sage ich mal. Aber stehen im Schlafzimmer ist nicht so wichtig. Hauptsache du kannst knien. Ja. War ein Scherz. Komm, ich zeige dir. Der Wolfgang. Hallo Wolfgang. Hallo. Alles gut? Alles gut. Komm, wir machen mal gerade ein bisschen Werbung für deinen Platz. Wir stehen wo? Wir stehen in Klüsserath an der Mosel, an dem Sonnenplatz, mit schönstem Wetter und gut gelaunten Gästen. So, es soll heute noch gewittern. Vielen Dank, Wolfgang. Alles klar. So, ist er nett, der Wolfgang? Ja, ich kenne ihn schon lange. Ich habe bei der ersten Reise, wo ich ausgefahren bin, habe ich ihn zufällig in Spanien auf einem Platz kennengelernt. Ja. Und seit dort sind wir seit 4 Jahren gute Freunde und das ist perfekt. Oder? Ja. Jetzt muss man das anschauen. Das ist ja der berühmte Koffer. Also ich finde ihn nicht schön, aber er ist einfach praktisch. Das heißt, hier in dem Koffer ist das ganze Keller-Equipment. Das heißt Kercher, Schläuche, Fahrräder, Stühle, Tische und Grillkohle und was alles braucht. Oder? Zeig's mal. Jetzt musst du mal schauen. Ja. Den Koffer ist auch wieder genial gelöst, oder? Ich kann jetzt das ganze Fahrzeug hochheben, Ja. kann hier 4 Stützen reinmachen. Ach, den absetzen? Ja. Und dann lasse ich die Luft raus aus dem Fahrzeug Ja. und kann den Koffer wegnehmen. Also ich brauche keine zusätzlichen Kranen oder Hydraulik, das macht alles das Fahrzeug selber. Okay. Auch hier muss man schauen. Das sieht man nicht, das ist vom Pferdetransport. Das ist einfach, Eine Sicherung. ja, jetzt kann man ihn wegschwenken, oder? Krass. Noch ein kleines Detail. Komm Ja. schnell hier. Ja, zeig. Da lacht sich jeder wieder einen Schranz in den Bauch. Was ist das? Was soll diese Nummer? Folgendes. Wenn ich zum Beispiel in Spanien bin und ich habe meine Originalnummer drauf, hat sich noch keiner von den Camper überlegt, was passiert, vor allem in meinem Fall, wenn es irgendwelche Neider hat und mir die Nummer klauen am Abend oder stehlen, besser gesagt. Oder? Was mache ich in Spanien ohne meine Nummer? Also mache ich eine Fake-Nummer rein und zwar ist die auch vom Postauto, weil ich habe ja auch ein Postautohorn drin, oder? Darum habe ich überall auf jedem Platz diese Nummer drauf, weil die können sie mir stehlen und es passiert nichts. Ach, das ist ein Postauto. Das ist ein Postautonummer. Darum ist Also das ich habe bei mir, von der Schweiz. du wirst es kaum glauben, ich bin, glaube ich, der einzige Fahrer eines Liners, der seine Nummer fest genietet hat. Ich habe die mit 8 Nieten festgemacht, Edelstahl. Das heißt, du musst sie rausreißen, weil in Frankreich schon mal gerne deutsche Nummer abhanden kommen. Eben genau, das ist ja der Grund. Nur ich habe das Problem, ich habe eben dieses Auto auf einer Wechselnummer. Ja. Darum muss ich es schnell wechseln können. Aber Oder? wenn du mal kurz den Leuten erklärst, was das ist, das gibt es, glaube ich, nur bei euch und in Holland, glaube ich, noch. Ja, also es ist so, ich habe eine Wechselnummer und zwar habe ich jetzt hier das Fahrzeug eingelöst, das größte Fahrzeug, da zahlst du die Straßensteuer und die Versicherung, oder? Und dann habe ich noch einen G55, einen Chip, einen großen, oder? Und jetzt kann ich einfach die Nummer von diesem Fahrzeug auf das andere nehmen. Ich darf einfach nur mit dem Fahrzeug fahren, wo diese Nummer drauf ist, oder? Wechselkennzeichen. Das heißt, Ja, genau. wenn das jetzt verloren geht, das Wechselkennzeichen wäre ja blöd. Das heißt, du kriegst ein neues, das hat ja nochmal so eine Kennzeichnung A, B, C oder sowas? Nein, du kriegst ein völlig neues Kennzeichen. Das ist auch so. Die niedrigen Kennzeichen in der Schweiz, die werden ja zu Zehntausenden von Franken gehandelt, oder? Du hast ein niedriges. Nein, ja, zu Hause noch, ja. Aber ich sage nur, wenn ein niedriges ist und das wird, gibt es 2 Sachen, entweder gestohlen
oder verloren. Ja. Das sind zwei Unterschiede. Und dann kriegst du es, ich bin nicht ganz sicher, entweder 3 oder 5 Jahre kriegst du dein eigenes nicht mehr zurück. Jetzt mal eine Frage, was heißt denn ein kleines Kennzeichen? Ist das nur ein Buchstabe, eine Zahl oder was? Nein, in Zürich ist einfach ZH und da kommen so 4-, 5-stellige Zahlen sind schon. Das war's und das ist sehr gefragt. Ja, das, also zum Beispiel eine Zürcher Nummer mit 4 Zahlen, zum Beispiel noch einen Jahrgang oder so. Da sind 30.000, 40.000 Euro sind da weg, oder? Echt? Ja, gut, ihr Schweizer habt es ja, oder? Ja, ist Wahnsinn. Wenn du Markatinen aufmachst, sei mal so lieb, ich würde da gerne mal reingucken. Ja, hier ist ein bisschen ein Buch. Macht nichts. Was ist das, wenn du es nochmal sagst? Das kommt, ich muss das erklären. Ich wohne ja in Frankreich, ja, und da sagt man Bordell. Ja. Und das ist aber nicht gemeint, der Puff, sondern das ist Scheiße, da ist so, also das ist ein Wort und das ist ein typisch Schweizer Begriff, das ist so ein bisschen ein Puff. Ja, genau. Ja, genau. Eben, aber das gehört ein bisschen dazu. Das sind die Stühle, das ist die Spezialpumpe. Wenn ich Abwasser zum Beispiel 10 Meter in die Höhe pumpen muss, habe ich da eine Spezialpumpe dazu. Dann Die kann was, gell? Ja, dann habe ich zum Beispiel hier den Stiel, den Rasentrimmer, kann ich auch verlängern, damit ich auf 4 Metern die Äste noch abschneiden kann. Du willst mich hier verkacken. Du hast einen Trimmer, damit du die Äste ein bisschen wegnehmen kannst. Nein, ich habe extra eine Sage. Da schau mal, das ist die Motorsage. Okay. Die kann ich oben rauf machen, auf 4 Meter kann ich die Äste abschneiden. Boah, du bist aber echt ein Typ. Das muss ich ja mal sagen. Du hast an alles gedacht. Aber ist das so, man weiß das schon vorher oder kommt das nach und nach? Nein, ich habe früher eine eigene Firma gehabt und da musst du dir überlegen, was läuft, wie geht's, was sind für Probleme und dann musst du dir eine Strategie entwerfen und ich habe einfach praktisch alles dabei. Das geht vom Kercher über Gummistiefel, über Wasch, über Tritt, dass ich rauf kann. Dann habe ich hier noch zum Beispiel ein weißes Tarnnetz von der Schweizer Armee. Wenn die Sonne mal ganz stark scheint, kann ich oben ringsherum noch mit diesem weißen Netz zumachen, damit es einfach bequem ist. Ich gehe mal gerade einen Schritt zurück, dass man mal sieht, wie groß das Ding ist. Das ist unglaublich, das sieht man nicht von außen. Wenn du es aufmachst, wirkt viel größer. Ja, ist klar. Auch hier zum Beispiel noch die Akkubohrmaschine, wenn mal irgendwas kaputt geht oder so, ist auch da. Ja, ein bisschen Werkzeug. Ja, ist einfach alles an Bord. Oder? Toll. Also ich bin jetzt schon geflecht, aber es kommt noch besser. Das ganze Ding kann man ja wegschwenken. Ja. Das Wichtigste muss ich noch zeigen. Es ist ja immer so, ganz kleine Details sind ja extrem wichtig, vor allem auch beim Campen. Schau mal das schwarze Teil dort oben. Das kleine Ding, das ist der Hammer. Kostet etwa 30 €. Ist folgendes. Du kannst jetzt von außen mit dem Kercher dran spritzen, passiert nichts, oder? Und die Luft kann zirkulieren. Also hier gibt es keinen Schimmel, nichts, weil es ist immer, die Luft wird dort ausgetauscht. Und das ist das A und O von dieser ganzen Box. Es trocknet. Ja, genau. Du hast keine Probleme. Es wird nichts feucht, ist alles okay. Das sind eben solche Details, wo man sich, bei mir kann man fragen oder selber drauf kommt, oder? Aber jetzt schwenken wir mal weg. He? Komm, wir schwenken den mal weg. Im Saarland wird geschwenkt, in der Schweiz wird weggeschwenkt. Schwenken heißt, ach nein, du hast die Rückseite auch bedruckt. Wow. Perfekt sein, oder? Soll alles perfekt sein. Auch toll finde ich. Nee. Ach komm. Mit der Fernbedienung kann man da das Tor öffnen, oder? Sesam, öffne dich. Sag mal, du fährst aber nicht ohne deinen hinten dran den Koffer, oder? Der ist immer dabei? Ja, der ist immer dabei, außer beim Vorführen, beim TÜV. Oder? Da kann man die aushängen, die Scharniere da, kann man aushängen und da abstellen. Diese Zapfen hängen, kommen dann rein, oder? Ist klar, weil er ist ja ein bisschen lang dann, oder? Ja, genau. Und hier siehst du gleich die 4 Stützen, die kommen an die Box hinten, oder? Und dann kannst du das ganze Fahrzeug hochheben, reinmachen und rollen. Wegfahren, ja genau. Und wegfahren. Da auch nochmal Schläuche, weil es hat ja Platz, nochmal Abwasserschläuche, wenn irgendwas ist, Luftschläuche zum die Pneu pumpen, wenn du brauchst. Dann oben habe ich auch extra einen Spiegel montiert, oder? Ich fahre also auf den Millimeter genau auf diese Rampe, oder? Ich muss nicht zirkeln oder irgendwas, ich habe ein Problem. Da machen wir noch ein bisschen Licht. Dort oben hat es noch eine Infrarotlampe, wo dann das Abend die ganze Beleuchtung oben noch zum Leuchten kommt. Ach so, damit das so Schwarzlicht dann, da wie in der Disco. Das ist auch eine Spezialkonstruktion. Das ist noch interessant für die Technikfreak von euch.
Da oben ist ja mein Bett, das heißt, hier kommt der Slide raus und rein. Jetzt ist aber die Stange original, würde die hier bis hierher gehen, oder? Und ich kann mein Fahrzeug nicht versorgen, oder? Ja. Jetzt ist diese Stange dreifach teleskopiert oder Teleskop gemacht mit 3 Auszügen, oder? Ja. Damit sie nur bis hierher kommt. Sonst kann ich halt keinen Platz fürs Auto. Also ist extra für das entwickelt worden, oder? Und hier hast du auch, die ist alles aus Chromstahl, kannst du natürlich sensationell kannst du das reinigen. Dann hat es hier einen Wasseranschluss für das Wasser. Dann hat es hier einen Luftanschluss. Und jetzt kommt ja wieder das Problem. Wenn die Garage zu ist, wo mache ich den Wasseranschluss? Da hat es ein Loch. Kann ich von unten die Schläuche direkt an den Wasseranschluss anhängen. Du Fuchs. Ja, du siehst, es ist wirklich, ich sage mal, an einiges gedacht, oder? So, was steht da nochmal drauf? Da? Ich kann es nicht gut lesen. Es ist, hat mein Spritzer, also mein Künstler, der das spritzt, hat da so alles Spaß gemacht. Sag mal, das ist ein Schlitten, das heißt, du kannst ihn, zeig mal bitte. Zeig mal, wie das geht. Es kann sein, dass er zu wenig steil ist, oder? Komm mal schnell hier. Ja. Hier hast du die Verriegelung, oder? Die geht rauf und jetzt ist er frei. Per Druck. Jetzt kann man runter lassen. Jetzt musst du auf die Seite gehen. Ach so, damit er nicht irgendwie während der Fahrt mal runterkommt. Nee, ne? Es ist eben Ah, okay, das heißt, es muss ein bisschen steiler sein. Du machst mit der Luftfederung normalerweise vorne hoch und hinten runter dann. Genau. Und jetzt ist auch das Schöne daran, ist, wenn du jetzt rauffährst, kannst du das Auto auch im Trockenen kannst du's machen, bei dieser Klappe, oder? Ich lasse mal so. Und dann kannst du auch das Auto von der Seite perfekt eine Ladungssicherung machen. Weil das Problem ist ja, wenn du keine optimale Ladungssicherung hast, kannst du das Ticket, also den Führerschein verlieren, oder? Und da ist alles schön geregelt da. Also ich glaube, ich nehme an, du wurdest schon mal kontrolliert? Nein, noch nie. Nur, sie haben mich aufgehalten, auch am Zoll, und wollten einfach das Fahrzeug sehen. Okay, sehr schön. Das ist einfach ein Detail. Jetzt ist es ja gemacht für meinen Smart, oder? Ja. Und für den neuen Smart sind hier schon so Vertiefungen gemacht. Ja. Weil mein Smart hat einen Spoiler und geht nicht hier, aber der ganz neue Smart ist schon hier vorbereitet, dass ich dann Der passt da rein. Ja, genau. Und alles Chromstahl und ja, einfach die nächsten 100 Jahre gebaut, oder? Darf man erfahren, was du da investiert hast in das Fahrzeug? Oder ist das ein Geheimnis? Ja, also für die Farbe sicher 100.000 Euro. Und das Fahrzeug ist auch so, ja, was soll ich jetzt da sagen? Also ich habe ein Variomobil mal gezeigt, 1,45 Millionen Euro. Nein, so teuer ist er nicht. Ist er nicht? Das ist definitiv nicht, das kann ich sagen. Darum sage ich eben, kommt doch in die Fabrik und verlangt eine Offerte, ihr werdet wirklich überrascht sein. Und wirklich, was ihr bekommt, ist einfach der Hammer. Ihr seht ja jetzt, was ich euch zeige. Wir machen ja innen noch ein bisschen weiter. Und dann ist auch immer individuell, was du willst, weil die Garage, ein Slide kostet zum Beispiel 80.000, die Garage kostet 50.000. Du sagst im Baustein, was du willst, oder? Okay, das ist so wie eine Küche, sage ich mal, Genau. wo ich dann sage, ich hätte gerne noch eine Insel da drin, ich hätte gerne einen Backofen so und so. Genau. Also die machen das für dich. Ja, ich habe zum Beispiel auch dann die eigene, ja, wir sehen es innen noch. Sag mal, Lebensdauer von dem Fahrzeug locker 20, 30 Jahre? Oder für dich jetzt, wo du sagen würdest, so nach 10 Jahren vielleicht, dass du den mal abgeben würdest? Oder? Also es ist so, im Prinzip ist ja mit einem anderen Schweizer zusammen ein neues Fahrzeug, die Idee geboren. Das wird noch verrückter. Ist das schon im Bau? Nein. Es gibt da noch 2, 3 Probleme, die zuerst gelöst werden müssen, aber zum Teil sind die Pläne schon gemacht, oder? Und das wird dann noch verrückter. Und dann würde ich das abgeben. Aber sonst, es ist alles da, vom feuerverzinkten Chassis unten. Es ist alles fast für die Ewigkeit gebaut, oder? Und ersetzen kann man alles. Es ist ja, du siehst, aus Chromstahl, aus Alu, was kann da? Da kann nichts kaputt gehen. Du hast vollkommen recht. Ich nehme auch, unter Bodenschutz hast du ja gerade eben schon gesagt, das ist hier feuerverzinkt ja, dann. Feuerverzinkt, was willst du? Feuerverzinkt? Ja, das ganze Chassis ist Feuer verzinkt, oder? Wer hat so ein großes galvanisches Bad zum Reinmachen, oder? Ja. Das haben die, oder? Das haben die, oder? Das ist toll.
Ich mag dich. Du kommst unglaublich gut an bei den Leuten. Also ich habe mich gerade eben unterhalten, ohne Witz, ich habe mich bei Leuten unterhalten mit Niesmann Bischof. Ich gehe jetzt zum Schweizer und da haben die deinen Vornamen gekannt direkt, haben gesagt, das ist ein Lieber, der ist nett. Also man denkt ja oft in so Fahrzeugen, da ist vielleicht einer drin, der gut, ich sag mal, wenn der jetzt weiß wäre, der wäre Silber oder so, dann hättest du mehr Probleme. Aber hier mit der Aufmachung, jetzt mal ganz ehrlich, da wollen die Leute doch mit dir in Kontakt treten. Ne? Ja, ist für mich überhaupt auch kein Problem. Ich mache zum Beispiel die Konkurrenz auch nicht unter. Ich sage einfach, schaut auf dieses Detail, schaut auf das. Es muss ja dann für jeden selber wieder stimmen. Zum Beispiel außen siehst du auch zum Beispiel die kleinen Fenster. Schau mal dort. Ja. Da sieht schon jeder, da kann ich gar nicht einbrechen. Ich komme da gar nicht rein mit meinem Volumen, oder? Jetzt muss dann innen schauen, weil das ist nur von außen so. Von innen ist es viel größer, oder? Krass. Das heißt, du kannst es öffnen. Es ist sowieso so, solche großen Fahrzeuge werden im Regelfall nicht aufgebrochen, weil die Leute gar nicht wissen, wie sie reinkommen. Das ist ja, ich meine, ich sag mal, ein Standardfahrzeug, Schwachstelle wäre eventuell das Fahrerhaus, ja, wo die dann sagen, da habe ich ein Standardschloss, aber auch da hast du ja was einfallen lassen, nehme ich an. Ja, das sind meine Geheimnisse, aber ihr könnt sicher sein, da habe ich auch meine Überlegungen gemacht. Und das ganze Fahrzeug ist auch satellitenüberwacht, also es lohnt sich nicht. Und die Versicherung hat auch gesagt, dieses Fahrzeug stiehlt niemand, weil das sieht man morgen schon, wo steht, oder? Ja, so sogar vom Sat aus, vom Satelliten. Ja, genau. Warte, ich zeig's noch mal gerade von der Seite, dann gehen wir mal rein, denn ich muss sagen, Andreas, Du musst mir noch eins erklären, was ist das da an der Seite? Was ist das stilisiert hier, die Grafik? Also eigentlich sind das mit den Stoßzylindern da, wären das eigentlich Düsen, weil es heißt ja Helvetic One, oder? Ah, okay, verstehe. Das heißt, das ist eigentlich ein Raumschiff? Ja, genau. Es ist so, in Amerika ist ja die Air Force One, ist ja das Flugzeug von Amerika. Im Oman hat ja der Scheich hat die Khalifa One, oder? Und ich bezeichne mich nicht weder als Scheich noch als Präsident, sondern einfach als ein spezieller Schweizer. Darum habe ich es dann Helvetic One getauft. Oder? Das ist interessant. Ja, auf dem ganzen Platz sagen die Leute nur, da wo der Schweizer steht, da müsst ihr bezahlen. Das heißt, da vorne ist die Bezahlstation. Aha, okay. Und die haben sich da strategisch genau hingesetzt und sagen, ja, dahin, wo der Schweizer steht. Und da weiß es jeder. Ja, das wusste ich nicht, aber das ist noch ein gutes Merkmal. Sehr schön. Komm, wir gehen mal rein. Okay. Ich bin mal sehr gespannt. Du hast... ist auch hier wieder mit einem Zahlencode, ja. Hat einen Nachteil, muss ich jetzt auch mal sagen. Das gibt es auch bei diesem teuren Fahrzeug. Wenn es wirklich brutal regnet, dann komme ich nicht rein. Ja. Weil es ist alles nass. Und das ich habe beides. Ja? Ich habe eine Fernbedienung und einen Code. Also du kannst dann... Ich habe dann schon meinen Tricks, wie es geht. Aber einfach zum Sagen, verstehe. Es ist nicht alles perfekt. Oder? Komm, ich gehe mal gerade weg. Du machst... Achso, es ist offen. Warte mal, ich zeige es dir mal gerade komplett. Da ist er, der Andreas. So, jetzt auf geht's. Minute 37:06, wir starten ins Auto. Also wenn ihr mal vorbeikommt, schau, hier ist noch wichtig, hat es eine Klingel, ja. Wie zu Hause. Dann klingelt es innen, ja genau, da könnt ihr drücken, dann höre ich das innen, dann könnt ihr kommen. Sehr schön. Wenn ich zu Hause bin. Wenn du zu Hause bist, ja. Dann hier oben die Tür aus Stahl, hier kommst du nicht rein. So, ich ziehe mal die Schuhe draußen aus, dann gehen wir mal hier hoch. Ach, Andreas. Ich habe gedacht, jetzt wäre es innen so schnöde, aber nein. Du hast den Yachtcharakter komplett umgesetzt. Warte mal gerade, ich gehe mal gerade hier. Das fängt an mit dem Eingang. Du hast eine Holzart gewählt, die es so nicht gibt in Reisemobilen. Hochglanz. Hochglanz, was ist das für ein Holz? Das ist eine Frage, bei der ich immer passen muss. Ich muss mich mal informieren. Das ist Folgendes. Ich habe auch der Firma gesagt, bitte hilf mir ein bisschen. Ich habe zum Beispiel das Weiße dort oben, habe ich bestellt in dunkel. Ja. Bei der Wagenabnahme sehe ich das Weiß und ich muss sagen, die haben selbstständig wirklich studiert und es sieht 10-mal schöner aus, sonst wäre es viel zu dunkel. Also ich habe bei mir auch ganz dunkel und ganz hell im 50-50 und das geht, aber zu dunkel, das ist dann ein bisschen... Genau, das ist eben das Schöne, der Chef und die Chefin von dieser Firma, die denken mit, die helfen mit, die haben so viele Ideen. Ach so, die haben das selber entschieden mit den weißen Schränken, okay. Wir fangen mal von hier nach vorne an. Bitte schön. Zum zeigen, was es hat. Also da hat es die Steuerung.
Das ist der Generator. Man kann das ganze Fahrzeug von innen bedienen. Man muss nicht aussteigen, wenn man zum Beispiel auf einer Raststätte steht und es einem nicht so ganz gut ist. Ja, genau. Dann kann man alles von da bedienen. Sag mal, hättest du die Möglichkeit, den mal ganz kurz mal anzumachen, oder ist das ein Problem? Nein. Dass wir den mal, weil ich will einmal hören, wie laut er wirklich ist. Wir haben ihn ja zugemacht unten, gell? Der. Ja. So, er startet. Diesel, nehme ich an? Ja. Und der nimmt sich den Diesel aus dem Haupttank, oder? Ja, jetzt tönt er. Es geht eigentlich. Also es brummt ein bisschen. Ja, also ich habe schon geschlafen. Also, ja. Ist das was, wo du schon mal hier auf einem Rastplatz stehst, LKW-Rastplatz, oder ist das für dich eher tabu? Nein, ich stehe sogar sehr viel auf dem LKW-Lastwagenparkplatz. Ja. Und dann, wenn ich dann am Morgen dusche, weil die Dusche, der Boiler ist nicht über die Batterie gespiesen, sondern nur über den Generator, weil die braucht natürlich recht Strom, dann lasse ich den 5 Minuten laufen und dann habe ich mein heißes Wasser. Oder? So, wenn du mal so liebes, mach noch mal aus. Also es ist sehr, sehr leise, man hört ihn kaum. Wir können uns flüsternd hier unterhalten. Ja. So ist natürlich schöner. Ja, ist klar. Und hier hast du eben die Rohrheizung, du hast die Luftheizung, du hast die Boden- und Fußheizung. Also du hast mehrere Heizarten. Das heißt, Ja, wenn 4 dir mal. Stück habe ich. Ja, 5 sogar. Mit der Klimaanlage habe ich auch noch zum Heizen. Oder? Und dann habe ich den Fernsehsender, das geht über Satellit, da habe ich 30.000 Fernsehsender oder was, das hat ja jeder, das ist ja ein Peanuts. Hier ist die Bedieneinheit von den Slideouts, kann ich alles hier machen. Hier ziehe ich ihn rein, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Balkon, links und rechts kann ich auch hier bedienen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel der Schalter da jetzt oben ist, da ist der Slideout drin, dann kann ich von hier aus die Bolzen reinmachen, damit sie mir nicht beim Fahren die Slideout rausrutschen aus der Halterung, oder? Okay. Fixiert, das geht alles von da. Eine Sicherung, also Genau. eine Ladungssicherung. Ganz genau. Verstehe. Man kann das Fahrzeug komplett bedienen, auch im eingefahrenen Zustand. Ja. Ja, geht. Ist dann halt nicht so ganz so groß. Ja. Was ist das? Das sind die Tankanlage, also ich habe jetzt 84% noch drin, also rund 840 Liter sind noch drin. Dann ist hier der Küchentank, der Duschetank, der WC-Tank. Und wenn ich dann an einem großen Platz bin, kann ich Küche und Dusche zusammenschließen, dann habe ich mehr Kapazität. Also du hast mehrere Tanks. 3 Abwassertanks habe ich. Mhm. Ja. Die sind zusammen auch, glaube ich, 600-700 Liter sind sie sicher, ja. Stark. Dann hast du 24 Grad drinnen, außen hast du 21 Grad. Dann kannst du da ins Menü reingehen. Dann kannst du zum Beispiel... Warte, ich zeig das mal gerade, wie schön das gemacht ist. Das ist so ein typischer klassischer Pferdetransporter, den die oft bauen, oder? Ja, genau. Von der Darstellung. Weil das System ist jetzt auch gemacht für die Pferde. Das heißt, hier kannst du zum Beispiel hinten 6 Pferde haben. Da siehst du, welches Pferd hat was, wie viel getrunken, wie warm es ist und. Weil da hinten stehen dann zum Teil Millionen von Pferden, oder? Und das haben sie einfach jetzt für mich angepasst, oder? Zum Beispiel die Einspeisung, sehe ich, ob die alle Sicherung, ob das alles okay ist, oder? Dann kann ich das habe ich extra für mich bauen lassen. Habe ich kannst auch die Sprache wählen, einen Energiezähler. Das heißt, bei einem Campingplatz kann ich jetzt, immer wenn ich gehe, kann ich gratis stehen, weil ich habe ihnen bewiesen, dass sie zu wenig Strom verrechnen mit dem Abrechnungssystem, das sie haben. Also sie haben mir Strom geliefert und ich habe hier gezählt, was ich bezogen habe, weil das ist ein geeichtes Gerät. Und sie haben mir viel zu wenig, die Hälfte nur musste ich zahlen. Sage ich, hey, das stimmt nicht. Da habe ich ihnen das gezeigt, da kam der Techniker, hat das umgebaut und seit dort kann ich immer freistellen. Okay, das heißt also oft sind die Systeme für die Abrechnung zu, ich sag mal, Ungunsten des Campingplatzbetreibers. Ja, oder auch zugunsten. Das ist ja je nachdem. Also falsch. Ja, es gibt auch solche, die verlangen einfach pauschal. Aber wenn ich zum Beispiel irgendwo bei einem Bauer einstelle oder so, dann will ich, dass er weiß, was ich bezogen habe. Du bist fair, muss man sagen. Genau. Da siehst du die Garage, wo ist warte mal, das ist ja schön gemacht hier. Und Rampe unten, Rampe oben und. Es ist einfach alle Schikanen, oder? Und wenn du noch, ich brauche es immer nur fürs Wasser, aber da kannst du noch sagen, was du da programmieren willst. Und die neueste Ausfertigung, die sie jetzt machen, ist alles sprachgesteuert. Da stehe ich hier und sage, Wasserhahn, Küche an, oder das ist alles ganz verrückt schon, die Technik, wo es weitergeht, oder?
Alexa, Düsen starten. Ja, Okay. da hast du auch dann die Eingang. Es hat, ich glaube, 6 oder 8 Kameras ringsherum. Siehst du die Leute, ist alles überwacht und. Da hast du das Harman Kardon Riesensystem. Da hat es etwa 8 Lautsprecher ringsherum. Kannst fast eine Disco machen. Da ist die Überwachung von der Batterie Vitronik. Da kannst du einstellen, wie viel Strom das du beziehst. Ich ziehe Vom Platz jetzt. ja, 7 Ampere oder ich ziehe 10 Ampere, damit ich nicht den Platz überfordere und zu viel ziehe und ihnen den Strom ausfällt. Okay, das heißt aber, du kannst zum Beispiel für die Klimaanlage bei einem Platz, der nur 6 Ampere liefert, mit 6 Ampere immer wieder zwischenpuffern und die Batterien liefern dir dann genug Strom, den Rest. Genau. Der war auch bei mir im Fahrzeug, hat es mir auch gefallen. Das ist wer nochmal? Der? Michael von Steelbody. Oh, cool. Ja, ich gucke seit 11 Jahren kein Fernsehen mehr, muss man sagen. Okay. Wenn du Fernsehen machst, dann bist du ein bisschen, Ja, ist klar. dann hast du keine Lust mehr. Aber die Typen sind cool. Das ist ein cooler Typ, oder? Ja, das ist wirklich, ja, da ist so in meiner Liga verrückt. Dann hier hast du die Klimaanlage, die ist hier oben. Oh, guck mal, warte mal, ich zeig's mal gerade. Was ist denn das für ein Auto? Das ist auch, ja, da schenken mir die Leute so Autos zum Beispiel, oder das ist ein Halter fürs Nattel zum Hinstellen, so. Das heißt, übrigens Handy heißt in der Schweiz So, Nattel. Handy, ja genau. Genau, das Nattel. Ich sammle selber sehr viel alte Sachen, das ist halt alter Schuckerwagen, wo ich dann hier noch präsentiere und. Und da kannst du eben kühlen oder du kannst auch heizen, je nachdem, was du... Eine Wärmepumpe quasi eingebaut, die aus der Umgebungs... Nein, ist ganz eine normale Klimaanlage, wie du zu Hause hast. Nein, wenn du jetzt heizt, also ich habe ja die gleiche, ist eine Wärmepumpe drin, Ja. das heißt, die ist sehr, sehr sparsam. Das wird nicht durch Strom und einen Heizstab gemacht, sondern der pumpt richtig, genau, also das kann ich jedem nur empfehlen. Habe ich ein Video übrigens gemacht über meine Wärmepumpe im Auto. Ja, das ist wirklich Toll. sehr cool. Was auch schön ist, die Verkleidung, es gefällt mir sehr gut, du siehst nichts. Ist hier irgendwas, was klappert während der Fahrt bei dem Auto? Ja, Außer- das kann sein, dass es hier manchmal, dieser Deckel, Ja. dass der manchmal ein bisschen, aber sonst überhaupt Es klappert nichts. Möbelbau nichts. Nein, Es knarzt nein. nichts. Nee. Nein, wirklich nicht. Einfach das wäre jetzt was. Aber Warte, ich zeig mal gerade die Lautsprecher. Guck mal da oben, du hast überall Lautsprecher drin. da, dort, unten ist dann noch der Subwoofer ist unten versteckt und. Ja, das ist eine richtige Disco. Also das hörst du draußen, also perfekt. Was krasses. Sag mal, ist das jetzt alles an Licht, was du hast im Moment? Oder Nein, es geht noch mehr. Okay, geht noch mehr. Hättest du die Möglichkeit, mal alles anzumachen, was irgendwie geht? Warte mal. Machen wir noch schnell da fertig. Ja, nee, es geht nur darum, ums Licht fürs Filmen. okay. Wenn du mal gerade alles auf Vollgas machst, was irgendwie da ist. Das ist da noch. Decke, Küche. Sehr schön. Habe ich noch gelb, grün, blau, was kann es sein? Wir machen auf jeden Fall weiter. Es geht nur darum, so viel Licht. Licht hast du, okay. Genau, Schau zu. wie möglich. Hier, ja, jetzt reime ich das nicht weg. Da sieht man es. Das Da Fernsehen. kommt, der Fernseher kommt dann rauf. Bis hier kannst du Fernsehen schauen von da. Den du aber schon lange nicht mehr hochgefahren hast, muss man sagen. Du wirst lachen, ich brauche Fernsehen auch nicht so. Ich habe auch vieles einfach auch eingebaut, wenn ich es mal verkaufe, ist alles da, es muss nicht nachgerüstet werden. Und ich habe auch zum Beispiel die Küche, aber die brauche ich nicht, weil ich für mich alleine mache da nicht groß. Sag mal, hier mit den Slideouts auf der Fahrerseite, das langt dir. Es gibt ja solche Fahrzeuge auch mit 2 Slideouts auf beiden Seiten. Das brauchst du nicht, oder? Nein, das ist von der Konstruktion, habe ich das anders überlegt. Und zwar kommt der Slideout, kommt bis hierher. Ja. Und zwar meine Ausgabe, wo ich gesagt habe, so müsste ich es bauen. Ich will während dem Fahren auf die Toilette, auf die Dusche und aufs Schlafzimmer. Das heißt, ich kann nur bis Türbreite reinkommen. Oder? Ich könnte es auch weiter reinmachen und dann rausfahren. Da muss ich aber jedes Mal, wenn ich auf die Toilette will oder ins Schlafzimmer, muss ich anhalten und rausfahren. Und das will ich nicht. Oder? Und heute gibt es aber andere Systeme, ich habe auch andere Ideen, wo du beides auf die Seite schieben kannst. Das ist alles möglich, aber dort mal vor 6 Jahren war das absolut das Highlight und ist auch heute noch. Es geht ja darum, ich wollte das jetzt nicht schlecht machen, da gibt es welche, die sind größer. Ich habe ja viele gefilmt, die Küche dann noch rausfahren können, aber das ist ja für dich, genau, geh ruhig mal ran. Nein, das ist... Ähm, Also die Küche fährt ja auch raus. Ja, ist klar. Bloß, ich hatte mal eins gefilmt, auf der Messe STX war es. Der hat auf der rechten Seite noch ein Slideout. Ja. Aber ich muss sagen, der Raum ist schon so riesig. Ich gehe mal gerade zurück, bevor wir vorne weitermachen, dass ich dich einmal gerade komplett zeige.
mit dem Raum, warte, ich gehe mal gerade bis ganz ans Ende, es ist so crazy. Und wir sind nicht am Ende, kann ich euch sagen, denn es geht ja noch ins Schlafzimmer rein. Das ist, Andreas, bitte. Schau zu, das ist das weitere Highlight. Ja. Das sind diese Klammern. Und zwar habe ich 2, links und rechts, die kann ich lösen und damit kann ich die Kabine komplett kippen, ohne einen zusätzlichen Handgriff. Das heißt, jede Mercedes-Benz-Werkstatt kann dieses Fahrzeug servitieren. Richtig. Du brauchst keine spezielle Werkstatt, die dann, wir haben ja eben schon drüber gesprochen, Ja. die dann da Riesenarbeiten vollführen muss. Nein, von hier hat es eine Kante am Boden da. Ja. Da wird gekippt, da geht alles nach vorne. Ist es hydraulisch oder wie läuft das? Nein, das ist die ganz normale Kippmechanismus von Original von Mercedes. Okay, Also das heißt, jedes du drückst Führer auf den Knopf und dann Nein, gibt's auch. Die machen das. Ja, mit Hebel machen die das. Okay. Die pumpen irgendeinen Zylinder auf, oder? Verstehe. Das ist aber das Original aus der Werkstatt. Das heißt, du fährst damit in eine Werkstatt, die kennen das Fahrzeug, die werden sich zwar ein bisschen wundern, weil sie sowas wahrscheinlich noch nie gesehen haben, aber du kannst in jede Werkstatt auf der ganzen Welt fahren. Das war ja auch meine Überlegung. Es gibt ja verschiedene Hersteller von so großen Lastwagen und ich habe dann Mercedes genommen, weil dazu mal, ich weiß nicht, wie es heute ist, haben sie die meisten Servicestellen in ganz Europa. Und das war ein Kaufargument, weil wenn ich in Spanien bin oder sonst irgendwas am Motor oder am Fahrzeug ist, Es kann ja immer mal was sein. Ja, Also das ist so, normal. Das ist genau, das ist. Sag mal, du bist oft alleine unterwegs? Oder, Ja, ich bin sehr viel alleine. Ich habe jetzt, glaube ich, 47.000 Kilometer gemacht. Ja. Das meiste alleine, weil schön ist, du kommst hin, packt und alle Leute kommen und du bist integriert und es geht los und überhaupt kein Problem. Und ich bin auch unkompliziert in dem Sinn. Ja, ich zeig's mal gerade. Sitzplätze mit Anschnallplatz hast du 4, gell? Es ist so, es sind 4 Sitzplätze, luftgefedert, oder? Ja. Und auch ein bisschen versetzt, damit du doch noch nach vorne siehst, oder? Das sind wieder ein Detail, oder? Gut. Siehst du, es ist ein bisschen nicht in der gleichen Achse, Genau. oder? Und doch kannst du noch Du hast dann zwischendurch, oder? den Panoramablick. Genau. Und dann hast du noch 2 Sitzplätze hier. Also einer, da. das ist hier. Das sind Gurtplätze. Darum Ja. haben wir extra das gemacht, dass du gegen die Richtung sitzen kannst. Und dort auch, also ich habe 6 Fahrplätze eingetragen. Oder? Das Schön. ist wichtig. Und hier kommt das Hubbett nach unten. Ja. Oder? Und das ist jetzt auch wieder ein technischer Fehler in dem Sinn. Oder? Und zwar, das ist ja das erste Fahrzeug, wo sie nicht als Pferdetransporter, sondern als Camper gebaut haben. Und beim Pferdetransporter ist es so, von dort, wo wir reinkommen, sind die Pferde hinten und vorne ist der Eigner, der schläft vorne. Oder? Okay, der lässt das Bett runter auf diese Höhe, kommt das Bett runter, oder? Ja. Und das ist das technische Problem in dem Sinn. Da kann ich nur die Heizung warm oder kalt stellen, also die Fußbodenheizung, oder? Das Schöne wäre, wenn das jetzt in meinem Schlafzimmer wäre. Aber das ist auf sehr hohem Niveau, ist das ein Gejammer. Okay, das heißt, du jammerst auf höchstem Niveau. Ja, das ist fast auch unmöglich. Aber ganz schlimm. Das sind so Details, wo ich beim nächsten oder so logischerweise anders machen würde. Aber das spielt spannend. ja keine Rolle. Warte, ich setze mich mal ganz kurz hier mal hin, wenn ich darf. Das ist so dein Volant. Ja, das. So, dein Arbeitsplatz quasi. Luftfederung kenne ich ja bei den Sitzen. Ja. Das Alles, Motorbremse, Abstandsregler, ist alles drin, was du willst. Und das ist der berühmte Knopf, musst du mal zuhören. Krass. Das ist ein Horn, war das. Ja, genau, das ist eben das berühmte Postautohorn, oder? Und ich sage aber immer, das sei die Alarmanlage, weil sonst hat der TÜV nicht so Freude. Ah, ich verstehe. Das ist so Kameras. Das heißt, du hast Rundumsicht beim Auto, was du ja auch brauchst. Ja, das ist alles da. So TomTom mit Höhennavi. Ja, das ist das Lastwagen- und Camping-Navi ist da drin. Oder? Sag mal, man kann nicht losfahren, wenn der Slider draußen ist, gell? Da gibt es eine Sicherung. Es geht. Geht. Ja, aber Das heißt, du bist dafür verantwortlich. Ja. Gut, man sieht es ja auch im Rückspiegel, dass er draußen ist. Ja. Dann hast du hier, es gibt jetzt elektronische Rückspiegel. Ja, das ist eben noch nicht der Fall. Ja, aber ich sag mal, die sind ja auch schön. Also man sieht auch viel. Ja. Das ist ganz Das musst toll. du noch schauen. Das sind Was ist das? die Mautgeräte. Das ist für Italien, Frankreich, Spanien. Dann ist das für Österreich. Das ist für Tschechien. Das ist für Polen. Das ist für Ungarn und das ist für Slowakei. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Ich habe nur noch ein einziges.
Ja, es gibt eines, aber du musst Das eine habe ich. Garage haben, oder? Aral hat mir das geliefert. Und, aber nur, weil wir eine Firma sind. Genau, sonst Es geht nur an Firmen Ja. und das kriege ich jetzt. Und das geht irgendwie in 20 Ländern mit automatischer Abrechnung. Allein die Karte von Aral zu kriegen war schon, ich habe gedacht, ich muss eine Bank irgendwie gründen. Ja, so schwierig war das. Aber dafür, dass wir nur ein Auto hatten, die haben da mitgemacht. Ja. Du hast CB-Funk, das wird oft benutzt, oder? Ich sage dir ganz ehrlich, noch nie benutzt. Noch nie benutzt. Nein, weil ich... Weil die Fernfahrer, die unterhalten sich ja da oft drunter. Genau. Eben darum habe ich einfach alles, das kostet vielleicht noch 100 € und bei diesem Betrag Aber spielt wenn's das drin ist, keine... ist drin, ja. Ja, weil jemand dann das will, dann ist alles schon darin und muss nicht noch nachgerüstet werden. Oder? Sag mal, du hast hier eine Automatik bei dem Ja, ja. Auto. Das ist die Luftdruckbremse? Luftdruckbremse auch. Luftdruckbremse. Das da sind die Helferlein. Du hast Sperren auch mit drin? Ja, das Sperren, der Rückfahrhorn weg und Anfahrsperre und das ist einfach alles was man für dieses Fahrzeug haben kann. Oder? Der hat jetzt Heckantrieb. Alle zwei Achsen hinten sind angetrieben, nehme ich an. Nee, Nur die Zwillingsachse. nur die Zwillingsachse. Die hinter zwangsgelenkte Achse ist nicht angetrieben. Ist nicht angetrieben, okay. Der lenkt mit. Das heißt, die zwangsgelenkte Achse heißt, die hintere Achse geht ähnlich wie die Vorderachse mit, damit er nicht so rubbelt. Oder? Das wurde ja eigentlich extra so bestellt, oder? Weil auch hier die Scheiben gehen alle elektrisch, es ist alles einfach so, wie ich es will. Und wenn ich zum Beispiel jetzt rückwärts fahre und die hintere Achse, die Nachlaufachse wäre nicht gelenkt, dann würde es mir, wenn ich blöd reinfahre, würde es mir abknicken. Ich kann gar nicht reinfahren. Ja. Also muss sie zwangsgelenkt sein. Weil ich habe hinten einen Reisebus gerade im Moment gefilmt vor dir, die ist nicht mitlenkend und hat gesagt, es ist nicht gut, weil die rubbelt dann, es ist nicht gut. Nein, weil auch hier, du hast manchmal Millimeter, wo du reinfahren musst beim Platz und da bist du wirklich froh, auf der Doppelachse dreht sich das ganze Fahrzeug und gibt nicht noch irgendwelche Drücke auf andere Seite oder sonst was. Oder? Komm Andreas, wir gehen mal weiter. Ist das warm, das Fahrerhaus hier, wenn du fährst im Winter? Ja, das ist problemlos. Das ist heizen, problemlos. Kühlen, was du willst. Alles. Ja. So, das heißt, hier hast du richtig viel Komfort. Sitze hinten, die sind auch luftgefedert? Alles luftgefedert. Auch luftgefedert. Ja, alles zusammen. Die 4, das ist perfekt zum Reisen. Ja, weil bei mir hinten die Sitze nicht luftgefedert, muss ich sagen. Allerdings sitzt da mein Sohn drauf. Und die guten Isri-Sitze. So, ich gucke mal gerade hier vorne rein, dass man mal sieht. Das ist das Raumgefühl hier, Andreas. Das ist ganz toll, oder? Das ist eben so, weil die Kabine ist im gleichen Boden wie das ganze Restliche. Das ist mal ganz wichtig, oder? Dass das so ist. Und dann habe ich ja extra einen Smart genommen, damit ich möglichst weit Nutzbare Fläche, den Wohnraum möglichst weit ist, oder? Das ist ja, glaube ich, was ganz Wichtiges, dass man sich nicht fühlt wie in einem Wohnmobil, sondern hier fühlt man sich wie in einer Eigentumswohnung, sage ich mal. Das ist ja in der Schweiz so ein Problem. Ich mache für Kabe Videos. Kabe kennst du vielleicht, die Wohnwagenfirma aus Schweden. Ja. Die machen so 12 Meter Wohnwagen. Die kannst du zulassen und die werden ganz oft von Schweizern gekauft. Ja. Die stellen die sich auf ihr Grundstück, wo sie keine Baugenehmigung kriegen und lassen den als Wohnwagen da stehen. Ja, genau, das ist so. Ja, das ist so. Das ist die beste Lösung, oder? Das ist flexibel, oder? Die hier wäre ja auch nicht schlecht, muss man sagen. Eigentlich der Wohnwagen kostet 120.000. Ja. Hier liegen wir ja ein bisschen teurer. Aber der Vorteil hier ist, du bist jetzt oft unterwegs von A nach B. Ist die Fahrtstrecke oder wie lange stehst du im Regelfall? Also ich bin schon abgefahren, nach einer halben Stunde habe ich gesagt, so fertig, jetzt muss ich schlafen. Habe geschlafen und bin dann nachher durchgefahren, bis ich nicht mehr einfach konnte oder wollte. Das ist eben das Schöne, du kannst hinkommen, wo du willst, stellst ab, musst nicht mal raus, du kannst WC, alles kannst du brauchen, Dusche und schlafen und. Du bist einfach wirklich auf der Reise. Andreas, wenn du mal so lieb bist, setz dich mal gerade da rein, dass man mal so die Größenverhältnisse mal sieht. Deine Größe haben wir eben erfahren, 1,76 Meter, was war's? Ja, 72. 1,72 Meter. Und du hast Platz, warte, ich gehe mal gerade einen Schritt zurück, dass man das Raumgefühl mal sieht. Also hier drin. Und das Beste überhaupt, aber da kommen wir später noch zu, denn du hast ja einen Plan für mich entwickelt, wie wir durchgehen, ist Donald Duck. Ich zeige ihn mal gerade. Denn da zeigt es mal wieder das Kind im Manne. Und was auch noch toll ist, du hast mir ja draußen gezeigt, die kleinen Fensterchen. Ja, genau, jetzt siehst du mal, wie groß das die sind, oder? Aber wie geht das? Die sind ja nur ganz klein. Ja, die sind verspiegelt.
Da siehst du das, wo offen ist. Da sehen wir es dann gleich. Ach, da, Ja, die sind ja von außen komplett schwarz. Und die Leute denken wirklich, das wären Mini-Fenster, da kommst du nicht die rein. sagen alle, der spinnt da mit diesen kleinen Schießlukarnen oder wie man das bei euch sagt. Das ist eine geniale Idee, oder? Sicher, ja. Du bist ein genialer Typ. Nein, man muss ja viel Gedanken machen darum, oder? Ich sag's dir, ich war auch in Amerika und habe mir die amerikanischen Wohnmobile angesehen. Da musste einfach sagen, wer kann, sag's jetzt, wie ich es denke, wer kann so einen Schrott bauen? Sorry, aber es ist wirklich so. Gut, das ist oft so. Wir drehen ja Filme in einer gewissen Länge mit allem drum und dran und da sagen die Leute, wer guckt sich denn so lange Filme an? Die Filme sind ja alle so kurz immer, ja. Und dann sage ich immer, naja, ich habe es bewiesen, die Leute wollen sowas sehen. Wenn man sich wirklich dafür interessiert, will man es auch ganz lang haben. Genau. Das heißt, irgendwann muss einer mal anfangen und muss es gut machen. Ne? Ja, genau. Jetzt siehst du, wenn du zum Beispiel die Kamera mal schwenkst, das war auch wieder eine Idee von mir. Da darf ich ganz kurz was fragen. Ja. Was ist da drunter, unter dem Schrank da? Das ist einfach nochmal ein Staufach. Ja, das wir nur mal zeigen. Da hast du viel Platz. Teilen und Was sind das für Teile? Nähzeug zum Nähzeug, Beispiel. okay. Oder Sicherheitsklammern. Oder, ja, da hat's. Na, es ging mir nur um den Raum. Ja. Und hier, das da hatten wir schon aufgemacht, das untere. Nein, das unten ist einfach noch ein Kleiderschrank. Ein Kleiderschrank. Da sind Kleider drin. Da unten ist der Subwoofer drin, der große Basslautsprecher Okay. von der Anlage. Also So, das heißt, hier kannst du deine Winterjacken reinhängen. Genau. Du fährst auch Ski ab und zu? Nein, Ski fahre ich nicht. Ski fährst du nicht. So. Eben hier, wenn du zum Beispiel, das war auch wieder meine Idee, wenn du rauskommst, du willst rausgehen und wie es halt so ist bei dem Wohnmobil, die Leute schauen schon, wer kommt da raus. Habe ich da einen Spiegel montiert, oder, damit du noch schnell den Service machen kannst. Wenn du es noch einmal gerade machst, diese Handbewegung, ja. So ein bisschen. Sehr schön. Aber das macht dir doch Höllenspaß, wenn die Leute, also du hast so ein kleines, ich bin ja halb Amerikaner, das weißt du gar nicht. Also mein Papa ist Amerikaner, Okay. der lebt in Kalifornien, nicht in Kalifornien, in Florida im Moment, auf dem Campingplatz mit einem großen Dickschiff. Okay. Und da gibt es keinen Neid. Da gibt es nur, da gibt's absolute Bewunderung. Die Leute sagen, das ist so cool. Und du machst mir einen unglaublich amerikanischen Eindruck. Ich war auch schon in Florida und hab dort die Wohnmobile gesehen. Ja, es ist so, weil ich lebe mit dem, ich habe Freude, das merkt ja jeder, der wo das sieht. Es sind viele Ideen sind von mir drin und das ist doch das Schöne im Ganzen. Oder? Wie zum Beispiel dieser Spiegel. Oder Der ist toll. Schau mal nur die Türe an. Warte, ich zeig mal gerade die Tür. Das ist ja mal ein Beschlag, oder? Ja, jetzt muss man schauen. Hier, 1, 2, 3 Scharniere. Das hat keiner bei euch, nur zu Hause. Keiner hat das. Naja, ich habe doch, ich habe nur zwei. Jetzt schau mal. Wie heißt Das ist funktioniert, oder? der Andreas? Ja. Und hier hast du den Zerhacker. Ist hier Festtank, drin, oder? ja, Jawohl. ja. Und hier ist die Radiatorenheizung und Bodenheizung hat es im ganzen Wohnbereich, oder? Das ist alles hier speziell, dass jemand auf die Toilette kann und jemand kann duschen. Du hast eine zweite Toilette oder nur eine? Nein, ich habe eine Toilette und hier ist die Dusche nachher. Getrennt. Das heißt also, selbst die Italiener, die mögen es ja eher abgetrennt. Die Deutschen gehen ja gerne auf Toilette im Bad. So ist es halt. Ja. Aber bei dir ist es getrennt. Küche? Da ist die Küche. Das ist auch zweckentfremdet. Das ist der Geschirrspüler. Der ist hier. Den habe ich natürlich jetzt, weil ich ja alleine reise und so, den habe ich jetzt gebraucht als Abfalleimer. Weil das ist genial. Ich nehme ihn raus, werfe den Abfall weg und wenn es mal etwas daneben geht, das kann sein, wie da sieht man, macht man eine Tablette rein, stellt auf Spülen und es ist sauber. Ja, ich habe übrigens auch eine Spülmaschine drin. Da lachen mich alle aus und sagen, das ist ja kein Camping mehr. Ich glaube, da fängt es an, wenn man, also ich sag mal, sich streitet um, wer macht den Abwasch. Ja? Dabei hat jeder zu Hause eine Spülmaschine. Also warum nicht eine Spülmaschine, oder? Es ist wahrscheinlich eben die einen haben es und die einen haben es eben halt nicht. Aber manchmal geht es ja auch gar nicht, muss man sagen. Das ist ein schönes Detail. Warte, ich zeige es mal von der anderen Seite. Interhorse hat das da so ein bisschen reingelasert, zu Recht. Die können ja stolz sein auf ihr Gerät. Aber du hast einen Wassertank. Was ist das für ein Tank? Das ist energetisiertes Wasser. Das ist ein Thema, da können wir uns mal 2 Stunden unterhalten. Nee, ich weiß. Also wenn du mal den Leuten kurz erklärst, energetisiertes Wasser, ich kenne mich da ein bisschen mit aus, eine ganz tolle Sache. Ja, ist wirklich ganz toll. Du kannst das Wasser auch ein halbes Jahr drin haben und du merkst es auch, wenn du ein Glas hast.
in jeder Stadt gibt es ja Trinkwasser. Ja, oder? ja. Und wenn du ein Glas Trinkwasser nimmst und da das energetisierte Wasser nimmst, du merkst den Unterschied. Okay, es kann auch sein, du bildest es ein. Anders. Du füllst zwei Fressen ab für die Hunde ab, stellst einen hin mit dem Wasser und einen mit dem. Da siehst du das Resultat selber. Da muss ich gar nichts sagen. Der Hund nimmt von dem Wasser. Also wir trinken bei uns zu Hause Umkehr-Osmosewasser, muss ich sagen, dreifach gefiltertes Wasser. Und das ist nochmal eine Stufe mehr. Das wird nochmal behandelt, das Wasser. Ganz genau. Genau. Aber das ist die Zukunft. Das möchte ich gern, wenn ich wieder ein Wohnmobil baue, möchte ich so eine Maschine fix integriert haben. Es gibt ja Filter und. Alles klar. Nur das Problem ist, im Sommer wird der Kohlefilter 30, 40 Grad und dann spült er dir nur mehr böses Material rein, statt Gutes machen. Aber das ist eben, wie gesagt, das wäre mal eine ganze Sendung wert. Sehr schön. Also wir wollen es nicht, aber du hast natürlich einen Nespresso, die Schweizer haben es, glaube ich, erfunden. Ja, genau, die Kapselmaschine und. Ist gut, die kann ich auch nach Hause nehmen. Und ja, das kennt ja jeder. Aber noch ein kleines Detail, was ich dir zeigen muss. Bitte. Diese Scheibe wurde eingebaut hier. Ja. Und das war jetzt auch, es ist nicht alles 100%. Jetzt ist ja der ganze Slideout, der bewegt sich ja ein bisschen, oder? Das ist ja so ein Riesending. Der arbeitet. Jetzt ist mir immer die Scheibe hier hinten, hat immer gerissen, weil die war nur mit Silikon angemacht, oder? Und jetzt haben sie mir, kannst von der anderen Seite auch filmen, jetzt haben sie mir 2 so Stege gemacht, da und da. Flexibel. Gemacht, ja. Und jetzt kann die Scheibe kann sich darin kann sie sich jetzt bewegen, weil das ist ja alles beweglich, diese ganze Teil. Das kann ich jetzt ganz wenig, um 2-3 mm bewegen und ich habe keine Probleme mehr. Das sind alles nur noch kleine Details und eben gejammert im hohen Niveau, aber es ist jetzt perfekt gelöst, oder? Und hier hast du natürlich der Abluft ist da und alles, was sein muss. Hier hast du ein Induktionsherd hast du. Und was auch viele nicht haben, und ich denke, wahrscheinlich bin ich einer der wenigen, das ist ein Backofen mit Dampfgarer. Also das ist ganz Verrückte. Darum habe ich auch keine Mikrowellen drin, weil ich könnte, habe ihn aber noch nie gebraucht, ich könnte alles mit dem Dampfgarer wieder regenerieren und man kann sich ein so gesundes Essen wieder zubereiten. Ein Konvektomat, die Profis benutzen es. Also in der professionellen Gastronomie wird ja viel mit Dampf aktiviert. Ja. Ganz toll. Genau. Also nochmal großes Kompliment an die Holzfarbe. Also es ist wirklich ein ganz tolles Holz. Man sieht auch keine Fingerabdrücke, das ist das Schöne. Ja. Das ist so. Hier ist auch noch die Abluft. Hier geht alles weg. Aber ich koche nicht, weil... Er kocht nicht. Ich koche auch nicht. Also wenn es möglich ist, bestellen wir was, weil ich einfach sage, ich bin im Urlaub und kochen selber, klar, wenn der Sohn mal Spaghetti haben will, mache ich das. Aber ansonsten versuchen wir so viel wie möglich essen zu gehen, die Gastronomie zu unterstützen. Und wenn man mal richtig rechnet, ist es auch nicht teurer. Ja, gut. Für einen alleine ist das muss man gar nicht rechnen. Das ist billiger, wenn man auswärts geht. Oder? Hier die Wand, guck mal, das ist Leder. Nein. Oder was ist das? Ich sagte ihm, mach das Beste und ich habe gesagt, ich will Leder. Da hat er gesagt, nein, mache ich dir nicht. Der Chef, nein, mache ich dir nicht. Kunstleder. Ja, weißt du wieso? Das Problem ist, wenn es feucht wird, hängt es durch. Darum hat er gesagt, ich mache dir nur Kunstleder. Es ist mir nicht ums Geld gegangen, es ist mir darum gegangen, was ist das beste Material. Also nochmal oben Decke aus Leder. Alles so. Kunstleder. Kunstleder, ja, ich nenne es mal Leder. So, also Kunstleder, dann hast du eine rundum laufende LED-Beleuchtung. Ja, kannst rot, gelb, grün, kannst alles einstellen, was du willst. Das heißt, du hast jetzt grün gewählt. Ist grün eine schöne Farbe für ihn? Ja. Weil viele haben ja rot oder blau. Ja, also rot ist gerade ein bisschen krass, oder? Sagen alle, der kommt vom Rotlicht, oder? Süß. Sag mal, wenn du mal gerade so lieb bist, mal so ein Fenster mal öffnest für mich. Ja, okay. Dass man mal sieht, wie groß das ist. Weil okay, das heißt, du kannst komplett raussehen. Das ist die Originalhelligkeit. Ja, dann ist das genial gelöst. Das heißt, hier kommst du nicht rein. Nein, das geht gar nicht. Okay. Hat doch noch nie einer probiert? Nee, hier irgendwie. Bei der Türe hat mal einer probiert, aber es ist chancenlos. Keine Chance. Der braucht, glaube ich, eine Flex, oder, um reinzukommen. Ja. Man merkt richtig direkt, die Luft kommt rein. Also das ist zieht's durch, ja. Toll. So, bitte. Wie sagt ihr? Apotheker. Apothekerschrank. Nimm die mal in die Hand, bitte. Bitte, sei so lieb. Ja. Warte, ich filme dich mal mit der...
Etwas höher halten bitte, etwas höher. Die Toblerone. Das ist immer, du weißt, die tut am Gaumen weh, wenn man die falsch isst. Ja. Die große. Ja. Das heißt, die macht dir den Gaumen auer. Ja, ja. Dann, also das ist ja mal ein Apotheker. Guck mal hier, die Verarbeitung von dem Apotheker, das ist alles auf Maß gebaut. Ja, ja, alles. Die Küche ist das, ja. Das extra ein Schreiner das macht. Und da ich ja weiß, dass du, habe ich mir gesagt, dass du immer in den Kühlschrank schauen willst, oder? Habe ich natürlich eine Überraschung für dich gemacht, oder? Schau mal zu. Jumping Der Jack. lacht dich ja schon an. Schau mal her. Das haben wir nicht abgesprochen. Nein. Ich habe dich sogar gebeten vor dem Video, wir besprechen einfach gar nichts. Ja. Das ist Die so. Leute haben mir das zugeflüstert. Aber das mit dem Kühlschrank finde ich interessant, weil die Leute sich immer aufregen, warum guckst du in die Kühlschränke? Da habe ich gesagt, das sagt so viel über die Menschen aus. Ja. Zum Beispiel hier der Latte Macchiato hat ja viel Zucker, muss man sagen. Ja, aber schmeckt. Ja, ja, genau. So. Ihr seid ja in der Schweiz, muss man sagen. Ihr habt ja viele Sachen. Abgesehen davon, dass alles sehr teuer ist in der Schweiz, man verdient ja auch ein bisschen mehr dort, aber ihr habt Dinge da zum Trinken, Essen und so weiter, die gibt es in Deutschland gar nicht. Das heißt, Nein, da ist zum Beispiel auch noch ein vakuumiertes Rindsfilet hat's da und so, aber eben, das mache ich, wenn meine Freunde kommen am Samstag. genau, wenn du mal gerade da aufziehst, bitte da ist nämlich was ganz Besonderes drin. Was da meinst du? Das ist nämlich Litschi. Ah, das ist Was ist das? Das ist einfach ein süßes Bier. Ein süßes Bier, das habe ich Ein gern. süßes Bier? Ja, das ist Panache, ist auch eher süß, weil Bier habe ich selber nicht so gern. Okay, das Auch heißt, Champagner nicht gern. das ist Litschi. Und hier, was ich toll finde, diese Curva Textile Box, die nenne ich mal, die passt genau rein. Das ist eine geniale Sache. Ja, das Problem ist, wenn ich fahre, fällt mir sonst immer alles, wenn ich aufmache, raus, oder? Da habe Also ich alles zeig's mal oben, gerade. oder? Das ist die Box, Irgendeine Box, Textile, die 10 Liter. Oben ist das gleiche System oder Ja, bloß kleiner? Ich habe einfach noch 2, 3 gekauft, so, ja, da kann man noch was reinstellen. Okay. Toll. So, last but not least, wenn du mir mal gerade den Schokodrink da rausholst, einen. Ich will den mal zeigen. Jetzt gehst du aber tief hinein. Nein, das ist ein Schweizer Schokodrink. Ich zeige es mal gerade von Denner. Und daneben, was ganz Wichtiges, die Ovomaltine. Ja, den habe ich wirklich sehr gerne. Den hast du, gibt es bei uns gar nicht. Ah, gibt's nicht? Nein, so habe ich den noch nie gesehen. Ah, müssen wir mal probieren, ist der Hammer. Das macht auch fit, oder? Ja, ist einfach ein süßes Getränk. Komm, wir lassen dich in Ruhe mit dem Kühlschrank. Ich bin froh, die Generalprobe ist durch. Übrigens, Kühlschrank war von Siemens. Sag mal nochmal ein kurzes Detail. Du musst hier nichts verriegeln. Das heißt, wenn zu ist, ist zu, oder? zu. Du kannst beides machen. Jetzt ist geschlossen. Die gehen aber trotzdem nicht auf, selbst wenn sie jetzt aufwärmen. Nicht mehr auf. Jetzt Ja, ist okay, zu. jetzt ist zu. Und so geht es dann auf. Die verriegeln sich inwendig. Ah, okay, verstehe. Nee, weil es nämlich klickt, selbst wenn es nicht verriegelt ist. Ja. Das heißt, also das ist nochmal eine zusätzliche Sicherung. Okay, Genau. gut. Dann, oh, ich da noch schauen. Ich habe einfach 2 Haushalte, das ist mit kurzen Hemden und und langen Hemden ist hinten und so. Ja, und sonst noch Spezialantenne. Spezialantenne für den Router. Ja, genau, wenn wirklich kein Empfang ist, bekomme ich mit dem Empfang. Aber das mache ich nur, wenn ich zum Beispiel 3 Monate in Spanien. Da unten, was ist da drin? Das ist einfach noch so, das wäre eigentlich Der Mülleimer gewesen. Der Kehricht, oder, wo du rausnehmen kannst. Der so. Kehricht. Ja, so der Mülleimer. Und da habe ich jetzt einfach das Putzzeug drin, oder? Zum zu reinigen. Toll, also viel Platz. Hier geht es ins Badezimmer. Bin mal gespannt. Nee, Ja. das ist wie in einer Yacht. Es ist wirklich... Ja. Und schau auch zu, ich habe gesagt, ich will einen Spiegelschrank mit 3 Türen, damit du dich hinten auch sehen kannst, oder? Das heißt, wenn du es aufklappst, du rasierst dich, bleiben immer Haare stehen, das kennst du ja, die will man ja nicht haben. Ja, eben, du kannst das links und rechts aufmachen, das siehst du den Hinterkopf auch, oder? Das ist die Idee. Muss man schauen, wo die Shampooflasche, wie die versteckt ist. Oder? Das ist perfekt gelöst, oder? Perfekt gemacht, oder? Fructis von Garnier. Ja. Dann habe ich dort auch, wenn ich in Spanien bin, habe ich immer ein Problem mit dem chlorten Wasser. Ich bekomme immer Mittelohrenentzündung. Und zwar, das ist für die Zuschauer, die jetzt das hören, wenn man mit Kindern in einem Hotel im Ausland ist, hauptsächlich haben sie immer sehr viel Chlor und die meisten Kinder bekommen Mittelohrenentzündung. Das habe ich aus Erfahrung, ich habe auch 2 Kinder. Was ist das da? Das ist jetzt einfach ein Filter, wo dir den Chlor rausfiltert. Das gibt's?
Jawohl. Es gibt einen Chlorfilter. Ja, weil ich habe immer ich war schon 3-mal im Spital in Kroatien, in Spanien. Ja, ja. Ich habe immer Mittelohrentzündung gehabt, bis ich dann Fehler gefunden habe. Und das ist ein sehr, sehr wichtiges Detail. Kostet vielleicht bei Amazon 12 € oder so, was ist kein Problem. Die kann man einfach dazwischen schrauben. Ja, kannst du zwischenschrauben. Und seit dort habe ich nie mehr Probleme mit meinen Ohren, oder? Und du hast ja sowieso Osmosewasser, muss man sagen, meistens. Dann brauche ich nicht, aber wenn ich jetzt in Spanien bin, dann muss ich... Und du füllst dann nach, genau. So, dann hast du hier eine ebenerdige Dusche Überläufe, ja, genau. mit Überläufen. Das ist auch so ein Kriterium, wenn das jemand macht. Er muss sich gut überlegen, wie er die Dusche macht, weil meistens steht ja das Fahrzeug ein bisschen nach vorne. Meistens, oder? Jetzt, wenn es ein bisschen nach hinten steht, oder? Und dann Wasser kommt und du nicht schaust, dass der Ablauf, der verstopft sich ja mit Haaren und, dann läuft dir die ganze Soße hier raus. Na, herrlich. Oder? Du musst das einfach, da musst du immer schauen, wie du stehst mit dem Fahrzeug, oder? Du kannst es ja mit der Luft, kannst es ja regeln, oder? Das ist kein Problem, aber du musst immer schauen, dass es vorne ein bisschen weiter unten ist. Oder eben gerade, oder? Andreas, komm, wir zeigen uns mal beide. Ja. Dass die Leute mal sehen, wie wir aussehen. Das links bin ich und rechts ist der Andreas. Ja. Das ist übrigens auch nochmal ein Filter. Es ist auch noch ein Filter, wo du das Wasser filtern kannst, oder? Und das sind eben die 3. Habe ich auch noch nie gesehen, dass man die so draufschrauben kann. Ja, ist das eine Schweizer Erfindung oder gibt es das Nein, das habe überall? ich in Spanien gekauft. Spanien. Ja, ja. So hast du einen großen Schrank, eine Heizung, eine Warmwasserheizung drin. Ja, da ist einfach noch der Grümpel, den schauen wir nicht. Aber das ist das Highlight. Was ist das Highlight? Zeig. Tadadadam. Eine Waschmaschine, ja. Ich hab's vermutet. Und zwar ist das eine Waschmaschine, habe ich auch in der Schweiz gekauft. Die ist kombiniert Waschen und Tumblern. Weil die neue EU-Regel... Und trocknen. Ja, und trocknen. Weil die neue EU-Regel ist ja nur entweder waschen oder entweder tumblern. Und der Tumbler braucht eine Wärmepumpe. Und da hätte ich hier einen Turm, den könnte ich gar nicht hinstellen. Jetzt mal eine Frage. Es gibt eine EU-Regel. Also in der Schweiz gibt es das. Gibt's sie. Ich glaube, das ist in der EU auch so, dass du keine Tumbler mehr kaufen kannst ohne Wärmepumpe. Tembler ist ein Wäschetrockner. Wäschetrockner, Also für alle Deutsche. Und ich habe dann herausgefunden, in der Schweiz, dass es ein Produkt gibt, wo beides drin ist und nicht unter das Gesetz gefällt. Darum habe ich Electrolux. das gemacht. Ja. Ist auch nicht eine billige Marke, muss man sagen. Electrolux ist High-End. Ja, aber schau zu, wenn ich da für 1.000 € eine reinmache, habe ich nach 5 Jahren Probleme und muss rausmachen und reinmachen. Und nein, die kostet halt die 2.000 €. Das hat sich genial gelöst. Die haben das hier draufgeschraubt. Das ist ja krass. Und hier vorne hast du Magnet. Ja. Das heißt, es ist perfekt eingebaut, oder? Ja, du kannst ja den Wäschetrockner bestellen mit Türe oder als Einbau. Und wenn du als Einbau bestellst, ist alles schon da mit den Scharnieren und so, wo du wirklich so schön versorgen kannst. Ja, der kam so. Und ich habe ihn einfach hingestellt und gesagt, einbauen, wie ist mir gleich, oder? Das ist halt ein bisschen höher, aber das ist mir gleich. Ich will die Waschmaschine und den Trockner will ich im Fahrzeug drin. Es gibt ja viele, die fahren los. Oh, das wäre noch genial, eine Waschmaschine, ein Tumbler. Ja, mal bauen sehen sie rein. hinten in die Garage. Habe ich rein. gehabt, habe ich Ja. zweimal benutzt. Ja. Ich habe sie jetzt eingebaut bei mir im Schrank. Jetzt Ja. benutze sie andauernd. Ja, und wenn du im Winter fahrst, Ja. gefriert es dich noch rein Ja. und beim Schnee oder Regen muss, das ist alles. Darum einmal bauen und ein bisschen überlegen und dann perfekt. Ist das tief, die Schränke, wenn man die aufmacht? Sagen wir Ja, so, aber das ist auch, das ich gesagt habe, das sind 3 Stück, die kannst du so machen. Jetzt siehst du dich dann hinten, oder? warte, ich zeig's mal gerade. Kannst du dich hinten anschauen, oder? Details. Und es ist tief. Ja, einfach normale Schrauben. Du bist schon ein eitler Mann, muss man sagen. Du hast nämlich Ein bisschen musst du schon schauen. einen Schminkspiegel, einen Kosmetikspiegel hast du. Ja. Der Schon ist, schauen. finde ich toll. Also der Vorteil ist auch, du hast auch Haare. Ich habe ja keine Haare mehr. Ja, das Das kommt dann schon noch. Also einfach, dass alle wissen, vor 4 Tagen hatte ich Geburtstag und wurde 65 Jahre. echt 65. Ja, genau. Wurde Boah. pensioniert, ja. Du siehst aber viel jünger aus, muss man sagen. Ja, ja. Aber jetzt ohne Witz. Also der Ja, also ich habe nie geraucht und trinke nicht, weil ich war sehr viel unterwegs. Und das ist halt schon ein bisschen, So ist prägt sich das ja gerne. Komm, wir machen mal eins. Wir tauschen mal gerade die Plätze. Ich gehe mal gerade raus. Du gehst mal rein, dass wir die Größe mal gerade zeigen von der Duschkabine. Also das bist du. Passt. ist Du hast oben drüber noch mal einen halben Meter Platz. Kannst also ausgestreckt. Und auch beim Duschen Ja. kannst du also problemlos. Ja, musste ich nicht bücken oder sonst, ist alles tiptop. Und wenn du jetzt 2,10 Meter groß gewesen wärst, hätten die auch eine Lösung für dich gefunden, oder? Kein Problem. Okay. Du sagst, was du willst und die bauen das. Oder? Toll.
Gut, jetzt gehen wir das Highlight, wo ja alle wieder warten und wissen und machen, oder? Warum? Ach so, deine Spielwiese. Ja, nee. also, da ist noch der Schrank mit... Oh, zeig mal bitte die Kekse. Ich liebe die Schweizer. Ja, die sind sensationell. Die sind sensationell. Ja, ja. Bitte mal die... nee, genau, wenn du sie mal drehst... Warte mal gerade, ich zeig's mal gerade. Ich will nur mal eins zeigen. Die sind... ich hab die... Also, die haben 478 Kilokalorien pro 100. Also ungefähr so viel wie Schokolade und das Cambi Brezli wird seit 4 Generationen her. Das ist ja wohl ein Hammerkeks, oder? Ja, wirklich. Also fast eine Sucht. Dann ist da der Tresor noch versteckt und so. Jetzt wissen es natürlich alle Leute, aber es ist kein Problem. Ja gut, du musst erstmal reinkommen und dann musst du noch den Tresor knacken. Also Ja, viel das Spaß. ist alles überwacht. Alles überwacht. Das ist noch die Garnitur mit anderen Hemden. Dann habe ich hier, schau mal zu, ich bin perfekt ausgerüstet. Das Bügelbrett ist hier, oder? Okay. Das Dampfeisen ist unten. Ich mache alles selber. Alles selber. Waschen, Bügel, alles selber. Sag mal, am Anfang, die ganzen Extras, die jetzt bei mir drin sind, ich hab's schon vergessen. Wenn Leute mal die Schlossführung bei mir kriegen, dann mache ich das auf, so als wäre es selbstverständlich. Und die sind alle total baff. Zum Beispiel Spülmaschine, Waschmaschine, Trockner. Aber das ist ja, ich sag mal, in einem normalen Haus ist das ja auch mit drin. Ein Bügelbrett hast du eben auch. Ich habe gesehen, du hast den Dyson hinten drin. Ja, ist alles klar. Das ist ja ganz normal. Also sowas hat man ja. Eben, ich sage, es ist einfach ein fahrbares Haus. Ich wollte kein Haus kaufen in Spanien oder in Griechenland, weil in Spanien wird es eh besetzt nach 72 Stunden oder was. Ja. Und wenn hier das Gras hoch ist, dann fahre ich wieder los und habe keinen Ärger, oder? Denn man muss ja auch Folgendes sagen, wenn du jetzt in 6, 8 Ländern jeweils ein Einfamilienhaus hättest oder ein Ferienhaus, ja, du bräuchst einen Hausmeister, du müsstest gucken, du hättest bei weitem nicht den Spaß, wenn du hier abstellst, ja, also das ist schon, wenn man das richtig rechnet, und du kannst ja wieder verkaufen nach 10 Jahren, du kriegst ja richtig Geld dafür. Schau zu, wenn du jetzt irgendwo in einem Spanien, im Moment ist was auf der Ding. Ah, hier, unser Freund liegt auf dem Ceranfeld. Wenn du ein Haus in Spanien kaufst oder so, dann hast du immer noch den Unterhalt. Du brauchst den Poolmensch, du brauchst den Rasen und. Das kostet schnell mal 800 Euro pro Monat, kostet das mit dem Sicherheitsdienst. Ja, ja. Das sind 10.000 Euro pro Jahr, wo du nur bezahlst, ob du dort bist oder nicht. Oder? Da sage ich, nein, ich zahle das halt jetzt für meine Garage und bin flexibel. Ich muss nicht an einen Ort gehen, sondern ich kann gehen, wohin ich will. Oder? Das Fahrzeug ist sehr sparsam, die neuen Motoren, muss man sagen. Das sind keine Säufer mehr. Man kann so ein Auto, glaube ich, mit 20, 23 Liter fahren. Also Moment schnell. Es ist so, wenn ich zwischen 80 und 100 fahre, brauche ich so 28 bis 30 Liter. Okay. Ich habe mir den Spaß schon mal gemacht, aber ist nicht zu empfehlen. Da bist du nach 2 Stunden nudelfertig, also bist du kaputt. Da habe ich es auf 18 Liter gebracht. Aber da musst du den Berg rauf und Berg runter rollen und das ist einfach nicht gut. Aber so mit Maximum 30 Liter kannst du dich bewegen und das Schöne ist, du kannst 100 fahren, das ist erlaubt. Es ist aber offen, du kannst auch 120 fahren. Aber das ist dann definitiv zu viel, weil das schiebt dann richtig auf die Vorderachse. Das kann man nicht empfehlen. Aber du darfst hier mit 100 fahren, mit dem hier? Ja. Also in Deutschland glaube ich 90. Und in der Schweiz ist 100 gegeben. Genau, 87 fahren ja die meisten LKWs hier und in der Schweiz darfst du 100 fahren. 100 darfst du fahren. Du kannst auch den Kilometer genau einstellen und wenn du auf eine Kolonne auffährst, das macht alles das Fahrzeug selber. Also bremst automatisch. Alles selber, ja. Du musst einfach nur noch lenken und das entstresst dich auch, oder? Warte, ich zeig mal gerade, die spiegeln so sehr, man kann nicht sehen in den Spiegeln. Komm, wir gehen mal rein, ja, okay. Denn du hast gesagt, naja, da kann ich nicht stehen drin, aber... Ja. Also das ist meine Werkstatt, oder? Die Werkstatt, sehr schön. Die ist jetzt schön auf grün eingestellt, oder? Damit es ein bisschen Stimmung gibt. Jetzt willst du aber mehr Licht, dann machen wir aber ein bisschen mehr Licht mit weiß. Also, da fangen wir an. Ich habe zum Beispiel die genau gleichen Matratzen, wie ich zu Hause habe. Identisch. Wenn ich aufstehe morgen, weiß ich nicht, wo ich bin, weil ich habe genau das gleiche System. Was auch wichtig ist, dass das Bett muss unterlüftet sein mit solchen Folie. Genau, weil dann verfault die Matratze nicht. Luft muss da zirkulieren. Und gleich da unten fängt schon die Garage an. Das Dach vom Smart. Der Smart. Kommt schon dort rein, oder? Das ist da. Warte, ich komme mal rein. Denn das Besondere ist, du warst ja in Las Vegas und hast ja dann diesen... Ich nehme an, der ist echt, oder? Ja.
der erschreckt da die nicht. Ich habe eine schlechte Nachricht für dich. Das ist? Wir können nicht mehr so lange filmen, weil die Kamera gerade angezeigt hat, sie wird ganz warm. Okay. Nee, ohne Witz. Wir filmen jetzt schon 1 Stunde 23. Sind wir dran. Das ist nicht schlimm, aber wir müssen ein bisschen Gas geben. Du hast Schränke drin ohne Ende. Schränke, dafür noch Reservematerial Hier. und so. Ach, da ist es gelagert. Also wenn ihr hier einbrecht, das teure Toilettenpapier. Und da ist noch verschiedene, das Fernseher und Videoanlage. Du kannst hier anders Fernsehen schauen wie vorne. Das ist einfach völlig autonom. Das ist ein Hammer hier. Und du schläfst quer. Und das geht, ja klar, bei 2,50 Meter Breite. Kein Problem, ja. Das ist ganz normale Matratze wie zu Hause, 2 Meter und 90 Zentimeter breit. Oder? So, das heißt also, hier ist auch ein Slideout. Ja, der kommt dann nach unten, hier beim Bett unten rein, oder? Darum kannst du ja während dem Fahren auch schlafen, wenn er reingezogen ist, das stört dich nicht. Du kannst einfach nicht herumlaufen, du musst hier über das Bett, oder? So, warte, ich gehe mal raus, dann zeige ich dich mal gerade komplett, dass man mal sieht. Also jetzt sitze ich, oder? Es ist noch genügend Platz, oder? Allerdings. Wenn ich aufstehe, musst halt ein bisschen den Kopf einziehen, aber lieber so wieder, du hast Stehhöhe, Ja, das ist genial. weniger Toll. Wohnfläche, oder? Gefällt mir sehr. Also das ist, warte, ich gehe mal gerade einen Schritt zurück. Du hast also ein abgetrenntes Schlafzimmer, kannst hier die Tür zumachen. Vorne könnte einer jetzt noch schauen, irgendwas. Das ist die Entkopplung, ist akustisch auch ordentlich. Ja, du siehst auch wieder die Türe, 3 Scharniere, perfekt, alles. Das ist für die Ewigkeit gebaut, oder? Auch die Tür, der Türmechanismus und ein richtiges Schloss wie zu Hause, also das funktioniert. Du kannst auch zuschließen. Das heißt, sollte einer hier reinkommen, muss er nochmal durch die Tür auch nochmal durch. Muss auch noch durchkommen. Ja, viel Spaß. Also das ist sein. Komm, wir gehen mal raus, machen Abmoderation. Andreas, Ja. ich habe selten so einen entspannten Typen wie dich kennengelernt. Das ist übrigens nicht nur Fußbodenheizung, sondern ein richtiger Radiator. Es könnte ja mal ein bisschen kälter werden. Ja. Der große Spiegel mit drin, wo man sich komplett sehen kann. Das war auch bei der Herstellung war das auch ein Ding. Wir haben noch was vergessen, Andreas. Wir müssen hoch. Die Terrasse. Ja, wir müssen hoch. Ich hoffe, die Kamera. Ansonsten müssen wir einen Teil 2 machen. Dann schneide ich es euch. Denn du kannst mir einen Gefallen machen, Andreas. Hol mal gerade mein Mikro. Weil sonst hau ich mich nicht da hoch. So, da muss man allerdings die Schrittfolge beachten. Ja, genau. Groß und klein. Das kann sich links oben halten, hat einen großen Bügel da. Da. Ja, genau. Ist ein bisschen eine Übungssache mit einer Hand, ist schwierig, ja. Ja, es gibt ja Leute, die haben nur eine Hand. Ja, dann. So, das ist übrigens der Boden, der müsste erfunden werden. Der ist ganz soft. Ja, der wurde extra so gemacht, damit du dir im Sommer hier oben die Füße nicht verbrennst. Also ich habe das früher normal gehabt, dann war ich ins Werk und habe gesagt, hey, das kann ich nicht gebrauchen, das ist zu heavy, das wird 60 Grad, da verbrennst du die Füße. Kein Problem, wir machen hier einen super Boden, der kommt aus Amerika und ist irgendwie auch von einer Yacht oder sowas. Oder? Ist das der Whirlpool? Nein, das ist das Bett. Ich kann hier noch mal ein Bett. Kann man schlafen? Im Sommer schlafe ich hier draußen. Habe hier auch noch Planen ringsherum, wo ich zumachen kann, damit du hier oben liegen kannst. Warte, ich stelle mich mal gerade in die Ecke, dass man mal sieht. Du hast natürlich Absturzsicherungen hier drin, dass man also auch mit kleinen Kindern hier hoch kann. Hast dann den Überblick, ich zeige es mal gerade, über den kompletten Campingplatz. Das heißt auch Reihe 3, 4 oder 5, du hast immer Seeblick. Das ist das Schöne daran, oder? Das ist das Problem. Der schönste Ort von jedem Camper ist ja hier. Ja. Und was ist dort? Satellitenantenne, Klimaanlage, Solarzeug und. Und darum habe ich gesagt, nein, ich will das für mich, der schönste Platz, oder? Und wenn ich Solarpanel will, kann ich ja die noch da machen. Es gibt jetzt Folien und, aber ich lasse es so, wie es ist. Gut, du hast auch Batterien. Ich meine, du hast den Stromgenerator zur Not. Das ist ja nicht so wild. Das Ganze geht hydraulisch rauf und runter. Also die vorderen und hinteren 2 Gitter musst du von Hand machen und das geht mit Luft. Es geht alles nur hier mit Luft. Und schau mal diese Scharniere, also das ist der Wahnsinn. Schau mal, diese Scharniere ist der Hammer. Ja, das ist Profi, Edelstahl. Ja, und auch da, schau mal, das sind die Zylinder, oder? Gut, da kannst du draufstehen, oder? Ja, das ist einfach Qualität. Ja, gut gemacht, oder? Das ist gute ich mag auch hier vorne das Sonnensegel, ohne das wird es hier kaputt gehen. Ja, darum habe ich auch noch das Weiße, was ich gesagt habe. Ja, das Weiße, genau. Ringsherum zumachen, das ist sensationell.
Ich stelle mir das jetzt vor, wir sind ja hier in der Mosel, du kannst auf die Mosel jetzt blicken. Von deiner Position kann das sonst niemand. Also von da unten, wenn wir mal gucken, wir schauen jetzt mal gerade mal nach unten. Höhe jetzt, wo stehen wir hier jetzt? Also der Fußboden ist 4 Meter. Ja, und dann bist du jetzt mit der Kamera auf 50, so irgendwie. 55. Du bist echt ein Typ. Ja, normal. Normal. Ich hab Freude an dem, oder? Das sieht man ja, wenn man das Video anschaut, oder? Ich glaube, das Video hier ist noch mal ein bisschen anders wie die anderen, die wir gedreht haben. Das ist so, denn mir geht es ja auch um den Menschen dahinter. Du hast Freude, das kann man sagen, oder? Absolut. Ich freue mich auch wieder nach Hause zu fahren und viele Leute kennenzulernen und sie sollen kommen. Ist überhaupt kein Problem. Ja. Denn das ist ganz abnorm, weil die allermeisten, die wissen ja gar nicht, wenn sie so ein großes Fahrzeug haben, wie gehe ich denn damit um? Ja. Und du sagst, du kommst mit dem hier eigentlich überall rein, oder? Das heißt, du rufst vorher an, sagst hier, ich bin der Helvetica One, glaube ich heißt, oder? Ja, gell. Es ist so. Also die, die mich kennen, sagen, ich komme in meiner Helvetica One, sagen, ja, okay, wann kommst du und. Aber sonst bei den anderen Campingplätzen, da rufe ich gar nicht an, weil eben, wie gesagt, ich rufe an, sage 13,20 Meter und dann sagen sie, ja, das haben wir keinen Platz. Ich fahre dorthin, sagen sie das Gleiche nochmal, sage ich, bitte, ich will den Chef oder den Besitzer sprechen. Dann kommt er, sieht das Fahrzeug und sagt, kein Problem, such dir einen Platz, ich mache dann einen Platz frei und du bleibst hier. So, ich werde jetzt gleich mal im Anschluss, wenn die Kamera abgekühlt ist, siehst du da hinten den kleinen bayerischen? Welchen, wo? Der ganz kleine Oldtimer von Lima. Ja, genau. Den werde ich auch noch zeigen. Das ist super, ist im Prinzip der Gegensatz zu dir. Ja, das ist klar. Wir haben auch mal einen Film gedreht mit dem Größten und dem Kleinsten. Das war nur eine Appe, ein Dreiradwagen. Ja, war das, ja. Aber, ja, das ist jeder, wie es ihm halt gefallen. Also die Dachterrasse jetzt ohne Witz. Das ist das Highlight hier von dem ganzen Auto. Ja, das ist wirklich wunderschön. Wenn auch viele Leute draußen sind und ich mal keinen Bock habe, dann bin ich hier oben und ich höre und sehe einfach nichts. Ja, und es weiß auch keiner durch diese Löcher, die drin sind, dann kannst du nicht richtig durchgucken. Ja. Das Bett ist sehr soft. Ich war mal kurz mit dem Fuß hier drauf. Ja. Das ist sehr angenehm. Siehst du auch oben, ich habe wieder daran gedacht, die Steckdose ist dort, für Strom ist alles ist hier. Oder? Stechmücken kommen auch hoch oder oder eher selten? Ja, die kommen auch, aber ja, hast du die wollen ich nicht. Toll. Andreas, du hast einen Nachnamen, wie heißt du? Andreas Gastmann aus Zürich. Das kann ich nämlich auch ruhig sagen, denn du hast es auf deinen Anker geschrieben. Da steht es nochmal drauf. Da hast du gar keinen Stress mit. Nein. Und wir drehen heute am Happy Gadaver, was ist heute? Am Fronleichnam. Ja, genau. Das ist so ein Feiertag in der Schweiz nicht. In der Schweiz nicht, aber hier in Rheinland-Pfalz, im Saarland, ich glaube in Bayern noch. Und ich war mal Messdiener. Also wenn es einer sagt, hier, der ist aber jetzt so abfällig und so weiter. Nee, ich war jahrelang Messdiener und Mitglied der katholischen Kirche und jetzt filme ich einen Schweizer auf seiner Dachterrasse mit natürlich, das ging in Deutschland auch überhaupt nicht. Du kannst keine deutsche Flagge auf so ein Ding hissen. Aber die Schweizer, weißt du, die machen es einfach. Die können das. Ich könnte ja jetzt nicht hier eine deutsche Flagge auspacken. Stell dir mal vor, ich würde eine deutsche... Nein, ich weiß nicht, was das für eine Flagge ist. Die sieht man gar nicht, siehst du? Da habe ich eben auch wieder gedacht, da rechts. Da rechts? Da. Ist eine Flagge. Ja, ist eine Flagge, ja. Was ist das? Ja, deutsche Flagge. Ja, aber noch was anderes? Ja, er hat sie vorne auch gehisst. Und drunter ist, glaube ich, eine spanische Flagge. Ja, könnte eine spanische. Du musst eben auch auf die Idee kommen, so die Flagge so zu hissen, wenn es keinen Wind hat, dass du es auch siehst. Sind alles so Details. Sehr schön. Ja, vielen Dank, Andreas. Ja. Und wenn ihr ihn mal sehen wollt, also ich habe ja den QR-Code abgefilmt, dann schaut euch alle Filme an. Der Markus Löhrer war ja bei dir. Ja, genau. Das war auch, ihr habt euch vorher schon gekannt oder öfter mal gesehen? Nein. Er war auch hier, das vor 3 Jahren, glaube ich, das erste Mal. Und ja, ich habe kein Problem. Kommt und fragt und ist doch schön, oder? Das ist ein krasser Ausblick. Ja, da siehst du alles, alle Details. Du bist in die Festwirtschaft, du siehst alles. So, wenn euch dieser Kanal gefällt, ja, das soll ich immer sagen, haben meine Berater gesagt, dann abonniert diesen Kanal, drückt auf Abonnieren. Wenn du das bitte auch mal sagst, abonniert den Kanal von German Television. Ja, ist klar, abonniert ihn, macht los, legt los. Und gebt dem Andreas bitte ein Like, also einen Daumen hoch und schreibt in die Kommentare, was euch gefallen hat und was der Andreas vielleicht noch besser machen kann, was ich sehe zwar nichts, aber was er machen kann, ja. Vielen Dank. Tschüss, Andreas. Okay, danke vielmals. Tschüss, danke.